The pride in hard work. The beating heart of our nation. It all starts with Spirit. Spirit Super is the industry super fund that backs all hard-working Aussies. With support you can count on, low fees, and a history of strong returns, it all starts with Spirit. Hello and a very warm welcome to Cottbus in Germany, the first event to kick off the FIG World Cup Series. And what a way it will be to start it. The field here is absolutely stacked with Olympic, World and Continental champions set to compete in this wonderful event over the next 2 days. This is the penultimate year before the Paris 2024 Olympic Games, so this long-running tournament of masters is certainly the place to be, and look at the crowds eagerly anticipating what will be an incredible spectacle over the next 2 days. These youngsters, of course, introducing the athletes. Nearly 200 gymnasts from 50 different nations have registered to compete in Cottbus. We are eagerly awaiting their appearance. Erster Finaltag beim 46. Turnier der Meister, dem World Cup Made in Cottbus, meine Damen und Herren. Zum 20. Mal in der Lausis Arena, die eine tolle Kulisse bietet, und nach 3 Jahren endlich, kann man ja sagen, wieder mit Publikum, und das ist eine tolle Kulisse auf jeden Fall. Sie haben alle so eine Klatschkappe auf ihrem Sitz vorgefunden, und ich würde mal sagen, können wir die mal kurz testen? Ja, super, die lassen wir nicht kalt werden heute, würde ich sagen, und morgen natürlich auch beim Finaltag. 52 Nationen sind am Start, 200 Turnerinnen und Turner haben sich hier gemessen in den beiden Qualifikationstagen. Es war besonders lang. Repräsentiert die ganzen Nationen hier von unseren Nachwuchsturnerinnen und Turnern, den Meistern von morgen, sage ich ganz gerne, vom SC Cottbus, Abteilung Turnen und dem Cottbuser Turnverein. Ja, und wenn Sie sich jetzt wundern und denken, Mensch, die Niederlande, die haben heute aber einen großen Fanclub mitgebracht. Nein, das ist der Jugendclub der märkischen Sportjugend, Turnerjugend, die hier so ein bisschen gucken wollen. Sagt mal Hallo. Ja, auch künftige Meisterinnen und Meister von morgen, die sich hier auch ein paar Inspirationen holen wollen und gucken, wie die Großen das hier machen. Und das Ganze wäre natürlich nicht möglich ohne die ganzen helfenden Hände im Hintergrund. Hunderte an der Zahl oder ja, fast Tausende kann man ja fast sagen, die seit Tagen, Wochen, Monaten damit betraut sind, das Programm hier auf die Beine zu stellen, alles organisatorisch zu regeln, damit das funktioniert. Dafür wollen wir auch erstmal Danke sagen.
Und so ein Turnier auf die Beine zu stellen, wäre natürlich ohne die nötige Rückendeckung auch nicht möglich von den Weltverbänden, von den deutschen Verbänden, von vielen Organisationen, vielen Sponsoren, zu denen wir nachher kommen, natürlich auch nicht ohne den politischen Willen hier in Cottbus sowas auf die Bühne zu stellen, auf die Beine zu stellen. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir mit dem Land Brandenburg seit vielen Jahren eine verlässliche Partnerin, einen verlässlichen Partner haben. Und ich darf deswegen den Schirmherren des Turniers begrüßen, den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke. Erstmal herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, lieber Sascha Erler. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu stehen, hier als Schirmherr zu sein beim 46. Turnier der Meister hier in Cottbus. Und alleine diese Zahl, 46 Jahre, ist natürlich eine lange, lange Tradition und eine Tradition, die auf höchstem Niveau immer weiter fortgeführt wird. Und ich möchte mich hier besonders beim Präsidenten des Deutschen Turnerbundes bedanken, bei Herrn Dr. Hölzel, der heute mit hier ist. Begrüßen Sie ihn mit mir. Herzlich willkommen. Lieber Dr. Hölzel, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Unterstützung und dafür, dass wir nicht nur in diesem Jahr das 46. Turnier der Meister hier feiern können gemeinsam, sondern dass wir auch die Ehre haben, den Weltcup zu eröffnen hier in Cottbus. Cottbus, Doha, Baku, Kairo, das sind die 4 Städte, in denen der Turner-Weltcup ausgetragen wird. Wir in Cottbus beginnen mit dem Weltcup und das ist uns eine große Ehre. Und wenn wir über Tradition reden, dann geht die Tradition des Turns hier in der Region ja lange, lange zurück. Gustav Schuft, einige kennen diesen Namen, hat 1896 schon bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit siegreich im Turnen teilgenommen. Er kam hier aus Cottbus und seitdem ist auch die Zahl der Medaillengewinner, der Siegerinnen und Sieger in dieser wunderbaren Sportart immer weiter angewachsen und wir haben eine gute Basis für die Zukunft. Auch euch ein ganz, ganz herzliches Willkommen und auch das werden wir in diesen Tagen hier erleben. Aber Tradition ist das eine und Organisation das andere. Und ich möchte mich hier bedanken, dass es nicht nur ein Turnier der Meister des Turnens ist, es ist auch ein Turnier der Meister der Organisation. Liebe Ehrenamtliche, alle, die ihr unterstützt, liebe Sponsoren, es ist toll, was ihr alle hier auf die Beine stellt. Cottbus ist die Hauptstadt des Turns an diesem Wochenende in Deutschland und in Europa. Lassen Sie uns gemeinsam die Sieger feiern und lassen Sie uns gemeinsam den Turnern zujubeln. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und Danke wollen wir auch noch weiterhin sagen. Wir haben schon oft Danke gesagt an diesem Tag. Dabei ist er noch sehr jung. Aber wir wollen nicht damit aufhören und natürlich auch den Leuten, die Organisation ist ja schon erwähnt worden, aber ohne Geld geht es halt auch nicht und ohne helfende Hände im Hintergrund. Und deswegen wollen wir den Leuten Danke sagen, die auch finanziell und organisatorisch dieses Turnier überhaupt erst möglich gemacht haben. Hier haben wir sie alle ein bisschen versammelt auf unserer VIP-Tribüne. Und es ist eine schöne Tradition in Cottbus, dass wir nicht nur mit Worten Danke sagen, sondern auch mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Ja, und so schade es ist, wir müssen diese wunderschöne Kulisse mit den Fahnen und Schilderkindern jetzt leider ein bisschen auflösen, denn es wollen ja jetzt die Großen auf diese Matte gehen. Deswegen wollen wir jetzt unter tosendem Applaus unsere Meister von morgen, die Kleinen, aus der Halle begleiten. This arena ready for
incredible spectacle we are sure to witness across the course of the next 2 days. Great to see so many youngsters there as well. Perhaps will be champions of the future after they've seen what this wonderful sport of gymnastics has to offer. As you can see, all those children there carrying the placards of various different countries. 50 nations, in fact, have registered to compete in Cottbus this weekend. Nearly 200 gymnasts across the course of the next 2 days will be contesting 10 different medal events. So certainly a packed schedule. Ja, da haben Sie gemerkt, das dauert eine ganze Weile bei 52 Nationen. So groß ist das Interesse am Turnier der Meister in Cottbus. Die Matte ist frei, die wird jetzt auch gleich betont werden von den Herren im Boden, Pferd und Ringe. Die Damen werden an den Start gehen mit Sprung und Stufenbarren. Ich freue mich, dass wir deutsche Beteiligung haben im Finale, meine Damen und Herren. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir auch abseits der Geräte kompetente Leute an meiner Seite haben, die die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisch und fachmännisch und fachfreudig unter die Augen nehmen und das Ganze kommentieren werden, nämlich mit der mehrfachen deutschen Meisterin Kim Bui. Und einen Mann, den ich in Cottbus eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss, ich mache es trotzdem, den deutschen Meister im Mehrkampf und den Meister am Mikrofon, Ronny Ziesmer. Ja, der Esel nennt sich zuletzt. Mein Name ist Sascha Erler. Ich habe das große Vergnügen, seit mehreren Jahren hier durchs Turnier zu führen und auch diese berühmten Wörter zu sagen, nämlich Ihnen viel Spaß beim 46. Turnier der Meister in Cottbus. Und damit können wir gleich die ersten Starter hineinbitten. Now the formalities and the welcomes are out of the way. Here come the athletes. Numerous champions to be have passed through this city of southwest of Berlin en route to world and Olympic glory, and it's a tradition highly likely to continue here this weekend. Und ich will Sie Ihnen vorstellen, die Männer, die hier die Bodenübung gleich machen werden. Für Kasachstan, Dimitri Patanin. Für Deutschland, Milan Hosseini. Für Japan, Kazuma Kaya. Für Kasachstan, Milan Karini. Für Frankreich, Benjamin Rosberger. Für Israel, Artyom Golgopiat. Für Polen, Sebastian Kawonski. Und für Kroatien, Benovic. Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg. Die ersten 4 haben jetzt 2 Minuten, um sich einzutun. Bis dann, Warming. Well, there is plenty to look forward to on day 1 in the Lausitz Arena, starting with the men's floor. And I mentioned earlier just how stacked this field is of incredibly high caliber athletes who've won Olympic medals, World Championship medals, and of course that name there that stands out, Artem Dolgopiat. He is the Olympic champion on the floor. It will be Dmitry Patanin of Kazakhstan who gets us underway in the first event in Cottbus this weekend. Ist ja immer noch was anderes, wenn man in der Einturnhalle nochmal rumgesprungen ist, aber das Wettkampfgerät hier in der Wettkampfhalle hat immer noch seine ganz eigenen Eigenschaften. Und there is a very familiar face to gymnastics fans, Kaya Kazuma of Japan. Sollte nicht übertreten werden, es gibt einen Abzug immer. Germany's representative
Die Herren haben jetzt 75 Sekunden Zeit dafür. Danach gibt es Abzug, wenn sie das Milan überschreiten. Kein Element darf wiederholt werden. Von daher ist das sehr vielfältig. Und ja, am besten ist natürlich auch, Elemente zu kombinieren. Da kann man dann Bonuszehntelchen bei den entsprechenden Kombinationen noch haschen und am besten ohne Standfehler natürlich die Reihen. Ja, wir haben mit der Quali schon drüber The athletes, gesprochen. of course, Du will hast gerade have auch gesagt, this 75 quick warm-up Sekunden, das before ist the neu. action Es war gets vorher underway. weniger. But looking through that start list, it is absolutely packed full of incredibly accomplished performers. Ein oder anderen die Möglichkeit, vielleicht noch ein Element oder eine Reihe mehr zu machen. Soweit er The die young Ausdauer German hat natürlich. athlete there, Milan Hosseini. He says his ultimate ambition is to go to the Olympics. He puts incredibly high standards upon himself. He qualified. He said his qualification wasn't perfect, but it was solid and he was happy with his performance. A good start to the season, of course, to have qualified for this event in Cottbus. But it is Dmitry Patanin who gets us underway on the men's floor. The first competitor to set foot on the floor here in Cottbus. Controlled landing. Of course, it's not just the tumbling passes, it's the beauty of the skills in between to link up all of the elements. That was a solid performance from Dmitry Patanin, who was 7th in qualification with a 13.966. Certainly an improving gymnast. He was champion on the floor in Mersin in the World Challenge Cup Series in 2022 in his first ever Challenge Cup. Certainly Sehr schöne very Übung, pleasing sehr debut. sauber. Hier nochmal in der Wiederholung zu He sehen. was Ronda 31st in Flicklag, qualification in doppelt zu Cairo Kara gehockt. in Ja, the muss ein World kleiner Cup Hüpfer nach Series vorne last year, machen. 11th in Baku, so certainly he is a Spitzwinkel, Stütz am gymnast who is Boden. improving year on year, Vielleicht mal die competition Gelegenheit auch für den Turner, on sich competition. auszuruhen. Dann das Durchbücken mit dem Wiener in den Handstand aufgelöst. Abrollen in die Ecke. Und hier nochmal Rondert. Dreifachschraube genau in den Stand. Hat er schön um den Stand gekämpft. Das ist natürlich wichtig, gerade hier im Finale, wo es dann letztendlich um Zehntelchen geht. Well, he looks satisfied with that performance, certainly. It's always a tough job to be the first competitor out there. There's a lot of pressure when you're the one kicking off the event, but he certainly did the job well, Dmitry Patanin. But now here is the home athlete, Germany's representative in the men's floor. It's Milan Hosseini, who finished qualification in 8th position with a 13.933. But looking along the start list, für Dmitry Patanin aus Kasachstan. 13.8 for Patanin. Not as high as his score in qualification. Und das heißt gleich grünes Licht für Deutschland, für Milan Hosseini. Well-controlled landing.
Perhaps didn't get as much height on that tumbling pass as he would have liked. Getting a lot of appreciation from the home crowd. And he stuck that landing well. Well, the German crowd certainly enjoyed the performance of the German athlete Milan Hosseini from Berlin. Big hug there from his teammate, fist in the air, and a big smile to finish it off. He's a really graceful athlete. His slender legs makes him look so elegant when he's completing those tumbling passes. He's an improving athlete, that's for sure. Just 21 years of age, but he was in Liverpool at the World Championships just a few months ago as a sub in the German team. Clearly garnering more and more experience, and certainly looks like he's very much enjoying his gymnastics. He qualified in 8th position with a 13.933, and looking at that list of qualifiers, they are separated by the finest of margins. Just a tenth of a 100th of a point separating 5th and 8th. 13.866, slightly down in qualifying, but nevertheless Milan Hosseini looks delighted with himself today. Aber die vergangenen Turniere haben gezeigt, mit Japan muss man immer rechnen, und für Japan tritt an Kazuma Kaya. Well, Kaya Kazuma, certainly a familiar face to gymnastics fans out there. A veteran all-round performer. And interestingly, newly married. And at his wedding, he had all of his gymnast friends performing handstands and various moves, much to the delight of the other guests. Really well controlled landing. Slight shuffle back. But an assured performance from Kaya Kazuma, who really has quite an incredible CV. He was part of that Japanese team who took silver in Tokyo in 2020. He took bronze in the pommel horse. Very much an accomplished all-rounder. Aushängeschild für tolle Technik, und das hat er wirklich sehr gut umgesetzt. Hier nochmal erste Reihe, Doppelseite vorwärts gebückt aus dem Anlauf. Dann noch eine Reihe Rondert, Flickflack her mit dem Doppel-Doppel. Es gibt so Standardelemente natürlich am Boden, die teilweise sehr verbreitet geturnt werden. Hier nochmal Rondert, 2,5 Schraube, direkt gefolgt von Kaya Kazuma finished qualifying in joint 5th position with a 13.966. 1080 Grad am Boden. Sieht immer so schön leicht bei den As did Japanern aus. Sebastian
Garonsky Ob es eine and Dmitry Schwerkraft Patin. geben So an würde, incredibly tight field kann sich zurecht in this men's floor final. Ja, wir schauen mal, ob er sich weiter freuen kann. Ja, 13, 8. Floor routine 6, 6, is enough to put the Japanese athlete into first position. Und wir sehen jetzt für Kasachstan Milad Karimi. Milad Karimi, a serial World Cup medalist, an incredibly elegant gymnast. Well, that's a shame. He'll be disappointed with that. It's the lack of control on the landing. Here's a gymnast who's at times inconsistent, who tends to do very well in qualification. Sometimes can't quite get it together in the finals, but nevertheless that was a really well executed tumbling pass with a well controlled landing. Oh, it was a bit of a disappointment there for Milad Karimi. He Ja, just da wird er failed to sich sehr control ärgern. at one landing, ended In up der ersten Reihe sitting down. zweieinhalb Schraube leider Foot, raus. Das war der both erste feet rather, Fehler. off the floor there. That will Und dann hier Schraube cost him some doppelvorwärts deductions gebückt. too. Als kombinierte Reihe, ja, ein bisschen zu wenig Just there where he Breitdrehung. failed to nail his landing, disappointing Körperschwerpunkt hinten mit der Landung und dann certainly muss for the er leider den Sturz dann in Kauf nehmen. Damit gymnast from natürlich für Kazakhstan. ihn raus aus den Medaillen. Also das denke ich mal ist schon ziemlich He sicher. came through in second place in Fünfter qualifying am with Boden bei a den letzten Olympischen Spielen 14.6, geworden. which suggests, of course, that he performed consistently and strongly in that qualification, but as we've seen quite often from him, he can't quite execute his routine as well as he'd like in finals. Auch er mit der Dreifachschraube hinten, aber das nutzt natürlich alles nichts, wenn man vorher stürzt. Ja, das macht sie auch bei der Wertung bemerkbar. 12.933. 12.933, damit viertplatziert. 0.3 penalty Mal klar, for those landings that he failed to control. It certainly is disappointing, and that puts him out of medal Und contention. hier hat schon das Aufwärmen begonnen der nächsten 4 Starter. Our next athlete up on the floor is certainly one to watch. Benjamin Osberger of France. A really promising young athlete. He qualified with the lowest difficulty score, but he did have the highest in execution, and that is the story of the gymnast that we will be seeing next. Ja, und auch die bereiten sich halt nochmal vor. Aufwärmen. Magnesia für den Grip. He has lovely execution, but his difficulty scores aren't huge yet, but he is still very young. 21 years of Das age. sieht so aus, als wäre er fertig und bereit. His clean execution is what he is becoming known for. That's his trademark. Benjamin Osberger. Might not have the difficulty to win, but nevertheless his execution often spot on. Doesn't give a lot away with that, certainly. He made his European Championship debut in Munich in the summertime of last year, competed at the Worlds in Liverpool, his debut in the Worlds, finishing 4th on floor.
So elegant from the Frenchman. He finds the ground very well, and he's so clean in his form as well. Again, just look at that execution. Certainly a solid, consistent routine from the young Frenchman, Benjamin Osberger. He's already won a medal on the floor in the World Cup because of those remarkable landings. Viertplatziert bei der WM voriges Jahr. Hier nochmal kombinierte Reihe, Rondart. He really is a very promising young gymnast indeed. Once he gets more experience, I'm sure we'll see that difficulty score going up, and if he can match his difficulty to his execution, well, what a prospect. Bonifikation für die Bodenübung zu sammeln. Eine Reihe quer, um mal die Ecke zu wechseln. Doppelschraube, C-Element. Sollte genau in den Stand natürlich erfolgen. Gerade bei solchen leichten Elementen sollte man sich nicht abziehen lassen. Ist vorher Jahr 19. geworden. Mal sehen, was sich heute einordnet. Benjamin Osberger currently ranked in third at the minute with 13.8. Finale 13.8.00 für Benjamin Osberger aus Frankreich. Und mit unserem nächsten But of course, up next, zu rechnen beim Turnier der Meister. Artem Dolgopiat of Israel, one of 4 Olympic champions in action in Cottbus over the course of this weekend. Oh, what a competitor he is. He won 3 out of 4 floor competitions in last year's World Cup series. Cottbus was the only one he didn't win. Does he have a point to prove? Stepping outside of the floor. But look at those powerful tumbling passes. Huge applause goes up for Artem Dolgopiat, the Olympic champion on floor. He qualified in first position with a 14.833. And certainly he has bettered his performance from last year's Cottbus when he sat down on the floor. He did go on to take the other 3 titles, but this will be certainly one that he wants to get his hands on this time. Leider mit einem kleinen Austreter da außerhalb der weißen Linie. Schraube doppelvorwärts gebückt. Hat bei ihm schön gesehen, wie er nach der Schraube schön stemmen konnte, um die Höhe zu gewinnen für den Doppelsalt vorwärts gebückt. Hier haben wir eine Querbahn, Rad, Rolle, um in die andere Ecke zu bekommen. Er ja Olympiasieger geworden vorigen Jahres, also nee, 2021 bei den letzten Olympischen Spielen am Boden. Also er kann Bodenturnen auf jeden Fall. Auch er mit dem großen Wendeschwung am Boden.
Hat gesehen, der Boden hat sich dort ein bisschen das Klett abgelöst, hat ihn aber nicht gestört anscheinend. Nö, das hat ihn Artem offensichtlich Dolgopyat, nicht gestört. slight Wenn nod wir of the head there as he sees his score on the world number one ranking. And that looks like a sigh of relief as well. Aus Israel und das bringt uns nach Polen. Das bringt Sebastian uns zu Sebastian Gawronski of Poland. Up next, finished joint fifth in qualifying with a 13.966, the same score as Kaya Kazuma and Dmitry Patanin. Just over 1/10 of a gap between the qualifiers from third to 8th positions. That tells us it's going to be an incredibly close race for the medals. Gawronski was actually reserved for the floor last year in Cottbus and made the final this year. He does have one World Cup medal to his name. He won bronze on the vault in 2020 in Hungary. That was the first World Cup after the suspension of the competition after COVID. His only World Cup medal, and it would be a huge moment for him if he were to take another one home today. Well, mature performance from Gawronski. He will be disappointed with that step to the side on his last landing. Ja, man hat gesehen, er musste hinten ganz schön kämpfen. Hier noch erstmal der Doppelvorwärts gebückt. Tight pike position. Relativ tiefe Landung, konnte aber noch den Sturz gut verhindern. Ron hat Doppeltwist gehockt, also halbe Drehung und dann gefolgt der Doppelsalto vorwärts. Nicht so einfach zu landen, Vorwärtslandung am Boden, man sieht immer sehr schwer den Boden und sehr spät. Hier die Auflösung wieder des großen Wendeschwungs in der Spagat, kleine Ausruhphase und ja, das ist die Wertung 13.5 for Sebastian Gawronski. Sixth position out of the medals. Slightly down on his qualification score. He does look quite disappointed with that. Banovic of Croatia is next up. He is a complete floor specialist. He qualified with a 14. Fourth strongest in qualification, though 7.7 in execution suggests he had some trouble somewhere in his routine. And he would be the most dangerous threat to the top 3 qualifiers in this event, and it's a really strong start for the Croatian. Disappointing. Banovic, he does have high difficulty, but his execution was the thing that let him down there slightly. The
couple of landings that he failed to really stick. Vorher ist er Zweiter hier geworden. Mit dem Sturz wird das bestimmt nichts werden. Hier nochmal Doppelschraube, direkt gefolgt von Doppelsalto vorwärts gehockt. Sehr schwierige Bahn, sehr schön aufgelöst. Ihr Überschlag, Legs 2,5 slightly Schraube, ja, zu wenig bent Höhe gehabt. when they ought to be Dadurch totally bleibt da kein straight. Platz mehr, um sicher zu landen und muss da den Sturz in Kauf nehmen. Ja, und da weiß der Turner natürlich, dass die Übung oder das Finale damit für ihn gelaufen ist. Wurde dann hinten raus die Übung natürlich noch sehr, sehr lang für ihn. Ja, mit, glaube ich, 7 Reihen insgesamt. Also das ist dann schon Kräftezerren. Man sieht hier die Dreifachschraube, muss er doch sehr nach vorne korrigieren. Müht sich da noch durch sozusagen. Ja, auch nicht hundertprozentig ausgedreht. Ja, da verließ ihn You can etwas see his die face there. He Kräfte looked disappointed zum with that Schluss. lack of form, both in the air when he had those legs apart and bent. Aufatmen kann er hier jetzt leider But nicht. nevertheless, Mit dieser despite that Wertung 12, ranking of 8, 6:00. he still manages a smile. Earl Benovich of Croatia Am ersten Finaltag. finishing in 8th position. The Aber trotzdem last performer gute on Leistung gezeigt. the Aurel floor Begovic, today. sonst wäre er nicht im Finale gewesen aus Kroatien. Ja, und Cottbus, wir haben es eben gehört, ist eine Turnstadt, ist eine What a wonderful Sportstadt. start Und das to Turnier der Meister nehmen wir auch World immer Cup in zum Cottbus Anlass, that was. um ein wenig über den Tellerrand zu gucken und was wir auf so einer Matte noch alles machen können. Zeigen uns jetzt die Vize-Weltmeister aus dem letzten Jahr, die Ballettschule This Magdalena is Wehrhahn the aus Cottbus, und zwar Magdalena die Wehrhahn Night Ballet School, Gruppe. who will be treating the spectators to a performance while the organisers get ready for the men's floor victory ceremony. So as well as some fantastic gymnastics, we'll be treated to what I'm sure will be absolutely wonderful ballet as well.
Die Gruppe 9 von der Ballettschule Magdalena Wehrwohl hier in Cottbus. Euer Applaus. Ja, seit September sehen Sie an dieser Choreografie 4 bis 8 Stunden local ballet school, and I'm sure many of those dancers wouldn't look out of place in gymnastics with that kind of grace and flexibility and strength as well. Aber auch noch andere Meister von morgen an. Sie werden trainiert von Roman Susulja und es ist Attila Donka, Konstantin Schulz, David Diakiv, Tim Bund und Lukas Schmiranda. Well, that was absolutely wonderful to see, and those children clearly enjoyed themselves out there on the floor, and what a wonderful experience for them to be competing, or rather showing off their talents and their skills in the same setting as all those accomplished gymnasts, the Olympic champions, the world champions. Und zu denen kommen wir jetzt, denn wir haben ein paar Of course, there are so many young, promising gymnasts who we'll see competing over the course of the next few days, and those 4 young boys, perhaps that'll give them a chance or a taste of what it feels like to be competing at this high level. Really wonderful to see how enjoyable this sport is for so many ages. But now it is time for the men's floor victory ceremony. 3 medalists there, ready to receive their prizes. And perhaps no real surprises. Die Siegerehrung beim Turnier der Meister in der Kategorie Boden, the World Cup Turnier der Meister Award Ceremony from the MIG Floor. Wir haben in diesem Jahr 2 zweite Plätze. And the second place, also die Silbermedaille, geht an Milan Hosseini für Deutschland. And it is the home athlete Milan Hosseini who takes the bronze medal, much to the delight of the local fans watching. And what a great way to start this competition for a German athlete to take a medal in Germany in front of his home fans. Second place, winner of silver medal, Kazuma Kaya from Japan. Kazuma, the Japanese gymnast, adding yet another medal to his vast collection. Damit die Goldmedaille geht an Artem Dolgopiat. But of course, who else but Artem Dolgopiat of Israel, the obvious favourite to take this title. He had the highest difficulty score and he had great execution. He made the hard gymnastics look absolutely effortless. Artem Dolgopiat adding the gold medal from Cottbus to his collection, the one he missed out on last year. What a wonderful moment for the Israeli gymnast. Albert Hartlich und dem Mitglied des technischen Komitees Männer der FIG, Julio Philipp Marcos. Und dazu gibt es natürlich Ihren Applaus, meine Damen und Herren. Und ich darf Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben für die Hymne des Siegerlandes.
Vielen Dank und ein Riesenapplaus für Artyom Dolgopiat, Big Kazuma smiles for all the Kaya medalists, und of Milan course. Hosseini. Die ersten 3 Medaillenträger des heutigen Nachmittages. And well, we knew it would be a high quality competition, and that was certainly a fitting way to start it. The Olympic champion Artyom Dolgopiat taking the gold on the floor in the first of the World Cup Series events. Und Overall floor winner last year, taking 3 out of the 4 golds available on floor. Could he be on course ausziehen und to take ich 4 sage from schon 4 mal, wie es jetzt hier this year? weitergeht, nämlich mit dem Sprung der Damen und dem Pauschenpferd der Herren. Wir haben noch ein paar Medaillen zu vergeben heute. Well, now is the turn of the women. We'll be seeing 8 of the top women's qualifiers in action in vault next. So, und da wollen wir auch nicht länger warten und bitten nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der nächsten Disziplin in die Halle. Unter Ihrem Applaus, meine Damen und Herren. And here they come, the women's vaulters, the top 8 qualifiers who have reached the final. These 8 women all going for gold. There are 4 gymnasts in that group of 8 who have the difficulty to contend the medals. There's some big names in that field as well. Manila Esposito of Italy, the #1 qualifier. Certainly one to look out for. Und auch hier will ich Ihnen It will be natürlich Alice nicht verheimlichen, Rakova who wer gets an us den underway. Start She will be the gehen wird. first Und up wir on the vault, and beginnen she bei certainly den is an Damen. interesting Für athlete. She is Tschechien, Ulische one to watch. Olkova. She's one of the athletes who has a higher difficulty Für score. Spanien, Her Laura execution a little bit Casabuena. lower, but she has the potential certainly to move higher in difficulty. Für Usbekistan, Dildora Aripova. Ebenfalls für Usbekistan, Oksana Kosovidina. Für Litauen, Agata Rostro-Tuvaite. Für Italien, Manila Esposito. Aus Großbritannien, Ruby Even. Und ebenfalls für Spanien, Laia Font. Wir schauen zu den Herren, die ans Pauschenpferd gehen. Aus Jordanien, Ahmad Abu al-Saud. Für Irland, Race McLennan. Für Chinese Taipei, Shai Kai Lee. Für Armenien, Gajik Kaitschikran. Für Albanien, Matvei Petrov. Für Usbekistan, Abdullah Asimov. Für Kasachstan, Nariman Kurbanov. Und den kennen wir von vorhin. Für Japan, Kazuma Kaya. Wir wünschen allen viel Erfolg Kazuma beim back for Finale more. und bitten die ersten 4 Teilnehmerinnen There's und the Teilnehmer, lineup sich of nun the einzutun. men's Please pommel start horse finalists, the warming 8 up. who've qualified to contest medals in the men's pommel horse. The pommel horse will be coming up after we've seen the women's vaulters. So, wenn ich mir das Sprungfeld angucke, liebe Kim, dann habe ich schon eine Ahnung, wer da unter den ersten 4 die Favoritin sein könnte. Ich finde es spannend, dass du da Well, the women's vault certainly schon is in an die Zukunft interesting gucken kannst, prospect. aber jetzt müssen ja natürlich 4 of erstmal them alle who've wieder got the difficulty performen, rating to weil beim contend Finale geht's von those null los. medals. Also wir sehen hier nochmal die Startreihenfolge. Rakova of the Czech Republic will be kicking things off. She is one of those athletes with the higher difficulty rating and an interesting one to watch. Gewonnen hatte die Qualifikation die Italienerin She became eligible to compete in senior
international elite competition in 2023. Certainly has a bright future ahead of. You could get $4,000 to spend on that special thing for the house. Refinance your home loan with St. George, and you could get $4,000 cash back to spend on whatever you like. Search St. George Refinance or ask your broker today. Wie sich das Feld heute aufteilen wird. Und ich freue mich auf jeden Fall ganz besonders auf And in Oksana, contrast, die the number natürlich 4 jetzt athlete schon you'll be seeing, auch hier dem Publikum Oksana hier in Cottbus natürlich Chukwuemeka, the Uzbek athlete who is competing at the age of 47. Teilnahme hier beim Turnier der She'll be a Meister. familiar face to those of you who were watching last summer's Olympics. Beifall wert auf jeden Fall. And the Olympics before that. And the Olympics before that. Ja, dann immer noch Schwung That drauf, is wie man the jetzt von lineup Ton for the gesehen men's hat. pommel horse, which will be taking Die place Sprünge, zwei Sprünge after jeweils the und women's vault verschiedene competition. Schwierigkeitsgrade und daraus den Mittelwert. Das habe ich jetzt nach den Jahren richtig verstanden. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also im Finale müssen 2 Sprünge geturnt werden aus unterschiedlichen Sprunggruppen. Also es gibt 5 Sprunggruppen, da gibt es auch eine Tabelle da dazu. Und auch die zweite Flugphase muss unterschiedlich sein. Also man kann jetzt nicht irgendwie einen Überschlag vorwärts mit Salto vorwärts gehockt machen und im nächsten Sprung einen Jurchenko mit halber Drehung auf den Tisch und auch einen Salto vorwärts machen. Also die zweite Flugphase muss unterschiedlich sein. Und ja, die Turnerinnen zeigen ihre Sprungnummern immer hinten an. Das sehen Sie hinten, ist ein Schild oder eine Tafel, wo jetzt momentan 0332 dran steht. Und so können sich die Kampfrichter und Kampfrichterinnen sich schon mal vorbereiten, was auf sie zukommt. In der Regel zeigt man natürlich das an, was man turnen wird, aber ja, es ist nur erstmal ein Hinweis für die Kampfrichterinnen. Genau, und wir schauen zu den Vorbereitungen beim Pauschenpferd. Auch da sehen wir, das dauert länger. Ja. Bei den Damen sind es 2 Sprünge, die geprobt werden müssen, und bei den Herren wird das Pauschenpferd natürlich individuell auf den jeweiligen Turner eingestellt. Richtig, da hat jeder nochmal die Möglichkeit, seine individuelle Breite einzustellen, der Pauschen. Der eine turnt ein bisschen breiter, der andere ein bisschen schmaler. Es werden auch Elemente zwischen den Pauschen geturnt. Da ist vielleicht wichtig, dass man da sich vielleicht nochmal den einen oder anderen Zentimeter mehr Platz schafft. Und ja, so ist dann sozusagen jeder durch nach 30 Sekunden und kann mit dem Wettkampf begonnen werden. Ja, wir werden nachher beginnen bei den Herren, das kann ich schon mal sagen, am Pauschenpferd. Aber wie gesagt, gerade bei den beiden Geräten dauert das Einturnen auch immer ein bisschen länger. Alice Vlkova of the Czech Republic will be getting us underway in the women's vault final. Ja, die Frauen sind schon 5th in qualifying with a 12.733. Und Alice Vlkova steht sogar schon Potential bereit to und hat mir move vorhin higher auch than erzählt, that. dass sie If schon she sehr aufgeregt ist. improves her execution in the final, she can certainly move on up that leaderboard. Direkt erste Turnerin. Kann man natürlich schon mal auch ein bisschen nervös sein. Ja, nervös ist auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Ein bisschen Adrenalin, wenn man in den Start geht. Und wie gesagt, wir fangen bei den Herren an, am Pauschenpferd. Und da sehen wir aus Jordanien Ahmad Abu al-Saud. Well, it will be Ahmad Abu al-Saud who will be seeing first, not the vault competition. My apologies. The athlete from Jordan will be getting us underway in the men's pommel horse. He was 6th strongest in qualifying. 14.6. And this really is an incredible lineup for this final. The crowd just offering their support, trying to get him G'd up. Keen to see what he has to offer. Oh, that is a shame. He's an athlete who would always qualify
highly for World Cup finals, but would struggle in finals for quite a while. We've seen him at Asian Championships take medals so often, but often struggles to get it together at higher levels. Well, you can hear the crowd desperately cheering on the Jordanian athlete. They really wanted him to get it right, really showing their support after that disappointing start for him. He won Jordan's first ever medal in the World Championships for men or women. That was real vindication of years and years of him not getting it quite right. But unfortunately today just wasn't his day. Coming off the horse twice, and that is such a shame, and certainly not the way he would have wanted to perform out there today. Really disappointing from the Jordanian athlete, but importantly he got back on. The crowd were very much on his side, and it was good to see him complete that routine. Wie macht sich das bewertbar? Ist es ein Punktabzug, ein Zehntel? Na, hier Sturz, jeweils ein Punkt, also hat mindestens 2 Punkte Abzug schon mal. Neben den Well, he manages a smile nevertheless. Aber eisern durchgekämpft dank ihrer Unterstützung. Auch das ist Cottbus. Das finde ich jedes Mal bemerkenswert und bewundernswert, wie schön hier die Turner wieder zurück ans Gerät begleitet werden. It always seems like a long and agonizing wait for the judges to decide on the scores. Bei den Wertungsrichtern. Wie ist denn das eigentlich, Ronny, bei den Wertungsrichtern? Hat da jeder Kampfrichter ein Auge für ein bestimmtes Element oder guckt jeder alles? Ich meine, ich muss mich ja irgendwie konzentrieren auf oder fokussieren auf irgendwas. Naja, also das Kampfgericht ist schon geteilt. Es gibt die D-Kampfrichter und die E-Kampfrichter. Also Well, Ahmad Kampfrichter, die nur auf die Al-Sood Schwierigkeit from kommen, also Jordan, die he is one of sozusagen die 8 finalists who are basically competing in a World Championships final. If you look down that list of men who've qualified for this pommel horse final, it would be a completely credible World Championships start list. Absolutely incredible field. 11.8 for Ahmad Abu Al-Sood. A disappointing performance from the Jordanian. Importantly, he did get back on, he did complete his routine, and the crowd very much showing strong support. Zu Olische Volkova aus Tschechien. Alice Volkova. Souveräner erster Sprung, den sie da hingelegt hat. Von ihrer Nervosität und Aufgeregtheit hat man so während dem Sprung gar nichts mitbekommen. Aber hier sehen wir sie nochmal anlaufen. Und dann einen Zuckerhaarer mit ganzer Schraube schön in der Linie, in der Achse gelandet. Volkova had a higher difficulty rating than some of the gymnasts who finished above her in qualification. Volkova finished in 5th with a 12.733, let down on the execution slightly, but the difficulty was high. Also du hast gesagt, ihr erster Teilnahme und von Nervosität wirklich nicht viel zu spüren hier. Bin mal gespannt. Na, da sehen wir 13.166 für den ersten Sprung und das heißt grünes Licht für Sprung Nummer 2. Volkova with a big step to the left on landing. But certainly a really promising young gymnast to watch. Only just qualified this year for senior elite level international competitions. Der zweite Sprung, ein Überschlag, Salto vorwärts Slightly bent gebückt legs mit in the halber air. Drehung und
Da hatte sie And zu then wenig that big step Rotation on gehabt, landing. musste So sie einen Schritt nach vorne execution tun, not quite there. einen Schritt nach vorne machen, um sich aufzufangen. Da sehen Sie, es zu viel Vorlage gehabt. Auch sogar einen Schritt raus aus dem Trichter, aus der Achse raus, gibt 13. Abzug. Und ja, sie hat mir vorhin auch erzählt, sie möchte einfach die Sprünge machen, so wie im Training. Und sicherlich hat sie sich den zweiten Sprung ein bisschen besser vorgestellt. Aber ist auch ihre erste Teilnahme hier. Und für ihren zweiten Sprung bekommt sie 12,3. Das macht im Schnitt That is the exact same score as she achieved in qualification. So Und nochmal certainly ein Drücker consistent. von der Trainerin. Und das bringt uns Second zurück up zum on the Pauschenpferd, men's zu pommel Irland, horse. zu Rice McClanagan. Rhys McClanagan of Ireland. And he certainly should be in the mix for the medals. He finished 5th in qualification with a 14.733. He is reigning world champion. Again, just looking at what these pommel horse finalists have won, either Asian, European or World Championships, it truly is a really impressive field. Huge cheers go up for the reigning world champion, Rhys McClanagan of Ireland. Steely faced, he's giving nothing away as to how he'd assess his performance. Ja, da hat der amtierende Weltmeister mal eine Übung ausgepackt, bis auf den kleinen Rhythmusfehler da fast am Ende der I think Übung. he'll be disappointed. Immer schön zu sehen, wie ein Pauschenarbeit. Slightly sloppy start. Hier mit den Russen Wendeschwingen auf einer Pausche. Ich glaube, das waren 1080 Grad, also extrem schwer. Wahnsinn. Richtig schwierige Teile hat er dann seine Übung gehabt. Hier mal der Abgang, auch bei ihm flüssig hoch. Ganz wichtig, darf man keinen Kraftanteil sehen beim Abgang. Super toll gemeistert und ja, da wird er seinen Erfolgen gerecht. Wie gesagt, voriges Jahr Weltmeister, 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio, 7. geworden an dem Gerät. Also immer wieder eine Macht an diesem Pferd. Naja, gucken, ob er gleich lachen Rhys kann. McClanagan, Auch ein at least he bisschen. can Ja, have das kann er. a laugh and a joke when it's 14:7:00 momentan. all the seriousness of the Führt competition die is finished. A Wertung an. Rhys 14.7. McClanagan He's aus got himself Irland into the top ranking. am Pauschenpferd und das bringt uns Two zum two Sprung pommel nach horse- Spanien zu horse Laura performances. Casabuena. Laura Casabuena of Spain is up next on the women's vault. 4th best in qualifying with a 12.799. Sehr guten ersten Sprung, den Jutschenko gestreckt mit ganzer Schraube. Und She is a auch für really sie ist nice hier die erste gymnast. She's Teilnahme stylish, beim clean and Turnier crisp. der Meister. Not a vault specialist though. Das war ein sehr guter Sprung, sehr hoch. She does have Genügend Zeit gehabt, a difficult second vault. um a sich full für die twisting. Landung vorzubereiten. Chenko for her first. Hier sehen wir es nochmal super abgedrückt. A Streckte nice Position, landing too for Laura leicht aus der Casabuena. Achse, nicht ganz auf der Linie gelandet. Second vault will be Dafür a gibt es more auch noch ein difficult bisschen one. Abzug. 1/10. Ich muss mich auch korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, nachdem die vorherige Turnerin rausgetreten ist, gibt es 13 Abzug, aber nein, ein Fuß, 1/10 aus dem Trichter. Ah, okay. Wir schauen mal, die Wertung für den ersten Sprung, 13,2. Aber eine Ausführung von 9. Ne? Schauen wir mal, was Sprung Nummer 2 bringt.
Again, another nice landing from Clara Casablanca. Clean and crisp. Zweiter Sprung, ein Tsukahara gestreckt. Gute Position. Da ist definitiv noch Luft nach oben für irgendwann mal eine Schraube dran. Sicherlich in Vorbereitung. Sehen ja gute gestreckte Position, gute Landung, diesmal auch auf der Linie. Da können auch die Kampfrichter nicht so viel abziehen. Loudspeaker there for the German speakers among us will have heard that was a good landing. Und war das vom D-Wert jetzt höher als beim ersten Sprung? Nee, das war. Well, the Spaniards certainly look happy with that performance. Let's see what the judges have to say. 4,2 und nun der zweite 3,8. Ah ja. Da schauen wir mal. 12,1 für den zweiten Sprung. Und in der Gesamtwertung macht das 12,650 für Laura Casablanca. Schauen wir mal, ob es am Ende für den Treppchenplatz reicht. Und schauen wir mal, ob das Pferd sich heute wieder stürrig zeigt bei unserem nächsten Starter aus Chinese Taipei, Chikai Li. Is Chikai Li, who became the first gymnast from Chinese Taipei to win a medal at the World Championships. Bronze medalist in 2018 on the pommel horse. Interestingly, he actually got into gymnastics when he was a youngster. He'd help attract customers to his family's vegetable stall by performing gymnastics moves. And the flares there, his routine is full of flare movements like that, and that is really disappointing that he has come off the horse. It's great to hear the crowd getting behind these gymnasts when things don't go quite according to plan. The crowd is there to G them up and to get them back on the horse, metaphorically as well as literally. Such a flamboyant and stylish gymnast. Watching those flare moves is like watching a fireworks display. He was the second best in qualification with a 15.033. Lovely landing. Ja, kann's doch. Also schade, dass da am ersten Versuch abgegangen Well, ist. that was a shame to see him come off the horse in that beginnt mit der Schere in den Handstand. Early Seine Übung ja geprägt von stage diesen in this Rückenspreizen, routine. also diesen Flanken mit den gegrätschten Beinen, auch Thomas-Flanken genannt. Beginnt hier vorne mit einer Kehre noch um 360 Grad. Man sieht, wie er vorher umgreift, damit man sich natürlich nicht da die Hand oder die Schulter bricht. Hier Gokolaze und ja, ein Stück zu hoch vorgeflankt, kriegt er die Schulter nicht mehr hinter und muss dann leider absteigen. Gelingt ihm dann im zweiten Versuch natürlich nochmal. Er ja Zweiter bei den letzten Olympischen Spielen geworden an diesem March, he Gerät. added new upgrades to boost his difficulty score, but of course, with any gymnast competing on this notoriously difficult piece of apparatus, staying on Diese will gespreizten be uppermost in any natürlich gymnast's mind. eine Augenweide und so Raumfüllen, das sieht fürs Publikum It's natürlich lovely to super see toll the aus. smile there, despite Und das haben what auch he die knows Wertungsrichter so gesehen. was Trotz des a big Abhangs mistake in zwischendrin. coming off a Ja, 14.3, ranked in second 14,300 so far in für this pommel horse final. Chikai Li. Und wir schauen wieder zum Sprung aus Dildora Aripova of Dildora Uzbekistan is Aripova. next to take to the vault.
She was the 8th best in qualifying with a 12.549. She doesn't have a huge amount of difficulty in her vault. She isn't a vault specialist. She's best known for her success on the floor. She's been a strong performer in regional games and in regional championships. Das gibt 13. Abzug auf jeden Fall, mit beiden Füßen draußen gelandet. Hier konnte sie sich nicht Not a great deal of height off the top of the vault. unterrotiert. The landing Und a little wayward. musste auch in der Luft ein bisschen abbücken, um auf die Füße zu kommen. Ja, eigentlich ist sie eine ganz sprunggewaltige und war letztes Jahr beim Weltcup in Baku schon Dritte am Boden, beim Weltcup in Kairo Zweite am Boden. Und hier sehen wir die Wertung 12,366 für den ersten Sprung und nun folgt der zweite. A nice clean vault, but perhaps not as much height off the top as she'd have liked. 12.549 in qualification. It'll be interesting to see if she has been able to better that in this final. Der zweite Sprung ist ihr deutlich besser gelungen. Der Überschlag, Salto vorwärts gehockt mit halber Drehung, bisschen Beine auseinander in der Luft, aber Landung war deutlich Looking a little besser. untidy when in the air. Mehr Rotation, That tuck position not quite as tight as maybe she would have liked. Und 4-0, der zweite Sprung, Ausgangswert. Und da haben die Kampfrichter auf jeden Fall nicht Dora allzu viel. Arapova, a 12.416, slightly down on qualification, but she is ranked in 3rd place as things stand. Im Mittelwert, momentan Platz 3 für sie. Ja, und wir schauen wieder zum Pauschenpferd. Für Armenien tritt dort an Gadi Katschikian. I think Katschikian is next to perform on the horse. Third strongest in qualification, the Armenian with a score of 15. He is one of the next generation of Armenian pommel horse specialists. Won European title at the age of 38, reigning European champion and world bronze medalist. Is the first reserve for pommel horse. That just tells you a lot about the quality of this field. This gymnast, he emerged almost out of nowhere a couple of years ago. Pommel horse specialist, only competes in pommel, as do most of this field. That was a very solid performance from the Armenian. A nice clean landing too. Ja, schöne Übung. Voriges Jahr 19. hier geworden beim Turnier der Meister. Dieses Jahr immerhin schon im Finale. Also er wird seine Platzierung definitiv verbessern. Hier nochmal auch mit der Kehre um 360 Grad. Kann da wieder schön in die Flanken Legs auflösen. nice and straight, Auch ein Pauschenarbeit, tightly das sieht man mal, wie together eng and das eigentlich ist auf and einer the toes Pausche, wenn man da nicely hintereinander pointed as well, greifen keeping his muss. form Also well. alle stimmen. Pferd ja das absolute Rhythmusgerät. Hat man ja gesehen, bei dem ersten Turner, er ist überhaupt nicht in seinen Rhythmus reingekommen. Aber er hier dafür umso besser. Abgang genau in den Stand natürlich. Ja, und das macht sich auch bemerkbar bei seiner Wertung 14.833. Damit Good führt performance er from momentan Katschikian to get himself into Katschikian first place. aus Armenien. The fourth
athlete to go on pommel, and he's now in hier beim Turnier der Meister first für place. But Usbekistan, Oksana this is a very, Chusovina. very familiar face to gymnastics fans throughout the world. Oksana, the 47-year-old Oksana Chusovina of Uzbekistan, came out, retired after the Tokyo Games. Her retirement short-lived, and she reappeared in competition just a couple of months later. Die Frau hat auf jeden Fall noch Spaß am Turnen. Das ist einfach Well, she was the unglaublich. third strongest in qualifying with a 47 Jahre alt und 12.866. immer noch topfit. She certainly has Und hier the difficulty sich sogar to noch mal im be a medal Finale contender. gesteigert. In der Quali war es noch ein Überschlag. And there is Strecke not mit halber Drehung. much Heute she sogar hasn't won. noch Oksana eine halbe Drehung mehr. Chusovina Also eine ganze was Drehung. gold medalist in vault in Und Doha last year, Das sieht man noch, as well as dass sie in sich da auf Baku. jeden She Fall took noch silver in steigern Cairo, kann. Leider ein bisschen aus der take a Achse medal in gewesen, Cottbus. musste einen großen Schritt zur Seite but machen. 3 medals in 3 of the 4 World Cup Aber Series competitions is a pretty good record. Einfach Respekt vor dieser Leistung für so lange Zeit She was dabei the World Cup beim Series Turnen winner sein. in vault, so overall vault Einfach champion unglaublich. in this series last year. Und die Wertung für den ersten Sprung 12,866. 12.866 for the 47-year-old for her first vault. Such a popular athlete. Oh, it's great to see her in competition. Super gemacht, Hoxie. War richtig stark, der Tsukahara gestreckt mit What an ganzer incredible feat to Schraube. still be competing at such an Sehen wir's incredibly noch mal high gut level. Not just rausgekommen. competing, but actually Gute in Position, bisschen für contention Rotation, da for musste sie medals den at Hüpfer the nach age hinten of machen. 47. Aber trotzdem sehr gut gelungen. Und ja, was vielleicht viele von Ihnen hier nicht wissen, die erste Teilnahme beim Turnier der Meister war 1989 hier in dieser Halle. Da war sie 14 Jahre jung und hat ihre erste internationale Medaille geholt. Damals der zweite Platz am Boden. Und sie kann immer noch strahlen. It's just wonderful to see that she's still enjoying her gymnastics as well. 13.016, enough to vault her into top spot. And what a popular result that is. You can hear the crowd really pleased to see Oksana Chusovina vaulting her way into first position, bettering her score as well from qualification. Incredibly popular athlete. So 4 women's vaults have been and gone, and there are the 4 still to compete. Ruby Evans Ja, of und Great auch hier Britain is one of them. wieder 2 Sprünge bei den Damen Noah jeweils, Esposito auch zum and Agatha Aufwärmen und natürlich das Pauschenpferd mit der Beite. individuellen Einstellung für den Turner. Und ich habe das richtig verstanden, Ronny, beim Pauschenpferd kommt es darauf an, quasi, wenn man jetzt durch die Pauschen das Pferd ja in 4 Teile geteilt hätte, oder 3, wenn ich mich nicht verzählt habe, alle Teile zu betonen, ja? Ja, richtig. Also der ganze Pferdkörper muss betont werden. Aber das ist, denke ich mal, ja, eines der leichtesten Sachen am Pferd. Ja, ansonsten wird man öfter sehen, dass vorne gerade diese scheren Handstand-Varianten sehr oft auch betont werden. Und danach geht es eigentlich los mit den diversen Flanken und was man daraus machen kann. Also Gegendrehen, Brustwendeschwünge. Well, as we head back to the pommel horse, it will be Matvey Petrov
sind der Next in Kreativität action, keine Grenzen gesetzt. Da gibt es eine Trey Fotomontage. Petrov rather, of Albania will be next up. Abgang, habe ich schon gesagt, muss flüssig Seventh hochgehen, ohne sich mal Kraft in anzuhalten. qualification with a 14.6. Ja, eine Flanke dauert circa 1 Sekunde. Wenn, also auffällig vielleicht für die Außenstehenden ist, wenn der Körper schön gestreckt ist, wenn man einen sehr hohen Stütz hat, also aus Well, the crowd certainly look to be enjoying themselves in Cottbus, and why not? Incredible level of competition they've already seen today, and there's still plenty more to come. Ja, du hattest, glaube ich, gesagt, der Übung ist durch die eigene Kraft eine Begrenzung gesetzt, aber ich habe auch schon hin und wieder eine Glocke gehört, einen Gong gehört. Das heißt, es gibt auch ein Zeitlimit? Nee, nicht am Pferd. Da muss das irgendwo anders gewesen sein. Pferd, ja, ich denke mal, die Kraft ist dann begrenzend, zumal ja auch die ersten oder die besten 10 Elemente gezählt werden, wie bei jeder Übung bei den Männern. Und wenn man die geturnt hat, dann ist man froh, wenn man auch wieder natürlich das Pferd oder das Gerät verlassen kann, weil Well, gymnasts getting that ja, die Übung last dauert minute zwar bis preparation in. nehmen wir mal an, bei 40 Flanken, 40 Sekunden circa, aber da man hier ständig in Bewegung ist, jede Sekunde aufpassen muss und der ganze Körper angespannt ist und da schon alles abverlangt, das ist schon sehr, sehr kräftezehrend. Wir haben ja auch gesehen, draufbleiben ist auch da die halbe Miete sozusagen. Auch in der Qualifikation ist der ein oder andere da unfreiwilligerweise abgestiegen. Das Pferd war ziemlich stürmisch beim Turnier dieses Jahr. Ja, das kommt dann immer wieder vor, klar. Jede Sekunde kann sich da was verändern und deswegen, wie gesagt, muss man ja unwahrscheinlich aufmerksam sein und ja, sich vielleicht so hintrainieren, dass man immer Zeit hat zu reagieren, anstatt dauernd immer von einer schwierigen Lage in die nächste zu stürzen. Wenn man da Überpotenzial hat, dann wird das Turnen noch wie an jedem Gerät immer einfacher dann. So, damit ist das Einturnen beendet. Das heißt, wir haben grünes Licht für unseren ersten Starter am Pferd, für Albanien, Matvei Petrov. Matvei Petrov of Albania, 14.6 in qualifying, the 7th qualifier in pommel horse. Petrov was the first Albanian ever to win a European Championship medal. He was the European champion on this apparatus in 2020. Well, he attempted a really hard set. He's often plagued by endurance issues late on in his routine, but look at the reaction from him. Both fists in the air, certainly looks pleased with his performance. Congratulations as well from his teammates. Matvei Petrov Schöne Übung hier von with Matvei a solid Petrov. routine. Auch er vorne mit der Schere in den Handstand. It's always interesting to look at the athlete's reaction upon completion of their routine. What's their immediate reaction as to how they've performed? Because that's always very Hier telling. Flanke auf einer Pausche und Abgang auch flüssig hoch. Ja, mit Transport noch. Ach, das war die Gokulaze erstmal noch. Doch noch nicht der Abgang. Ja, Gokulaze, wir hatten es vorhin bei dem mal mit Absteiger gesehen, hier gleich geschafft. Nice Während clean der Übung movements on natürlich. those Jetzt aber der Abgang auch flüssig hoch. flares. Ganze Drehung mit Transport noch übers ganze Pferd. Stuck the landing Das Pferd beautifully. den Abgang dann auch auf. Wurde 2020 auch Europameister. Matvei Petrov with a 14.7 gets himself into second place, and that's a huge improvement on his score in qualifying. It was an incredibly high scoring field in qualification. Agata
Ostrovete of Lithuania is next up in the women's vault. 7th in qualifying with a 12.6. Well, compared to the rest of the finalists in this field, her vault does score lower in the difficulty stakes. Qualifikation noch ein bisschen was draufgepackt. In der Quali hatte sie noch nur einen Überschlag mit Büchssalto geturnt, heute sogar noch mit einer halben Drehung dran. Und auch hier aus der Achse leider, da musste sie einen großen Hüpfer zur Seite machen. Ja, manchmal muss man da auch abwägen, ob man da noch was draufpackt. Das sind jetzt 2 Zehntel mehr, also 4,0 im Ausgangswert. Vorher war es der Salto gebückt nur 3,8. Aber dann natürlich mit viel Abzügen muss man auch immer gucken, ob sich das lohnt. Und ja, 12,4 für ihren... Well, she has heavy strapping on that right knee. She's strapping on both knees. In fact, doesn't look to be impeding her in any way. Und nun der zweite Sprung. Second vault. Two consistent vaults from the Lithuanian. Perhaps not high enough in difficulty to be in contention for the medal places. Haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Auch sie entschied sich für diesen Sprung als zweiten Sprung. Und ja, es fehlt Rotation, man sieht, sie muss stark abbücken zur Landung hinten. Da fehlt noch ein bisschen die Dynamik. Und zwar auf der Linie gelandet, aber eben wenig aufgestreckt oder wenig die gestreckte Position gehalten. Und ja, da bekommt sie für ihren zweiten Sprung 13,00 und im Mittelwert macht das 12,6 und momentan 12.6, ranked in 4th, just outside of the medal positions. After 5 athletes have vaulted, slightly down on her score from qualification. This is Abdullah Azimov of Uzbekistan, the 4th best in qualification with a 14.8. He's a very clean performer on pommel horse. The question mark will be, does he have the difficulty to contend with the top gymnasts on this apparatus? So clean and consistent on that double leg work, and look at his reaction, he looks pleased with that certainly. Going to a really good rhythm quickly. Sauber durchgetonte Pferdübung hier. Pretty consistent throughout that routine. Auch er beginnt mit Schere in den Handstand. Ist ja nicht so einfach auf einer Pausche dann diesen Handstand nicht was easily into that überzukippen da. Rhythm of both single and double leg work. Mit Transport über das ganze Pferd. Das gleiche nochmal mit einem Stütz nur im Sattel, also diesem Bereich zwischen den Pauschen. Und der Abgang war nochmal da angeschnitten.
Hier nochmal der Abgang aus einer anderen Perspektive. Flüssig hoch. Ja, sah schön That was leicht a bei good ihm dismount aus. too, and you could Ich see habe immer einen the hohen other Stütz gymnasts gesehen. watching in the crowd Fand ich gute also Übung. applauding Ja, da that war's nicht der performance. Einzige, die gut Abdullah fand. Asimov 14, 8, moves 6, into 6. first position with a Rang 1 14, momentan für Abdullah 8, Asimov. 6, 6. Hat sich hier an die Spitze geturnt. Und hofft, Higher dass es than am he Ende auch scored so bleibt. in qualifying. Und auch Manila Esposito aus Italien macht sich Hoffnung auf einen The Italian Treppenplatz Manila am Sprung der Esposito Damen. showed a new Yurchenko with 1.5 twists in qualification. That's a half twist more than she did in 2022, so she has upped her difficulty by 0.4. And there it is, quite a big leap on landing. She was top qualifier. Ja, Manila Esposito kann sich definitiv Hoffnungen machen auf einen Treppchenplatz, weil sie geht hier ins Finale 13.383 als was her score in Qualifikationsführende qualifying. und zeigt hier She certainly einen richtig schönen und has got the sehr difficulty to guten contend the Erstensprung, medals. den Yurchenko Not much difficulty in between her gestreckt first and mit second vaults. 1,5 Längsachsendrehungen. Da hatte sie ein bisschen zu viel Rotation, musste sich mit einem Hüpfer nach vorne retten, But she scores highly. aber der war wirklich Scored highly in super execution hoch und in mit Überblick gelandet. Hier sehen wir qualification. es nochmal. Sehr gute gestreckte Position, gestreckte Beine, sogar die Zehenspitzen waren super sauber gestreckt. Also hat sie auf jeden Fall gezeigt, wo die Latte quasi liegt, und ja, sie bekommt für den ersten Sprung 13,50 Punkte und können wir uns jetzt auf den zweiten Sprung freuen. Ja, da können Sie aber mal richtig mitklatschen. Das war ein super Sprung. Super hoch und so sauber geturnt. That Hier was a nochmal great vault, great height 100 off aufs the Brett, Flickflack top mit of the halber vault. Drehung, Salto gebückt mit halber Drehung. and a better landing for the second than the first. Der begrenzten Esposito Lage allowing gelandet, das sehe herself ich hier a slight smile upon von dem landing. Blickwinkel nicht, sehe ich immer erst an meinem Bildschirm hier. Aber wirklich Height and sehr distance. hoch. Also für Höhe gibt es definitiv keinen Abzug für diesen Sprung bei ihr. Da haben wir auch schon ganz andere Sprünge gesehen. Aber auf jeden Fall kann sie damit zufrieden sein. Und ja, sie bekommt für ihren zweiten Sprung 12,966. Das macht den Mittelwert 13,233 und damit übernimmt sie die Führung. 13.233. Manila Esposito in first place. Darf ich sagen, auch Ronny war begeistert von dem So Sprung. far, slightly down on her Und, qualification wir schauen score, but mal, was er nevertheless, dann zur two really nächsten well Karte executed Übung am vaults. Pferd sagt aus Kasachstan Nariman Kurbanov. Nariman Kurbanov of Kazakhstan has a super high difficulty score. Good to see him back in competition after COVID kept him out of the World Championships at the end of last year. He was the best in qualification with a 15.2. Just look at those incredible lines. He is so straight. And what a wonderful performance that was from the top qualifier, Nariman Kurbanov of Kazakhstan. Ja, sein Spezialgerät ist auf jeden Fall das Pferd. Auch wenn er hier zwischendurch mal heftig korrigieren musste, fängt aber sehr schön an mit verschiedenen Transporten über das gesamte Pferd.
Hier auch eher mit Einpauschenarbeit Made use natürlich. of the entire pommel horse. Stöckli-Varianten, Stöckli ja zusammengesetzt aus, oder die Flops dann zusammengesetzt aus diesen Stöckli-Varianten und Einpauschenflanken. Doing well with the Also da gehen side and dann cross 3 support Elemente travels. eins. Good dismount too. Abgang auch flüssig hoch mit ganzer Drehung. Ja, wird er sich wahrscheinlich ärgern über diesen Aussetzer mittendrin. Letzten beiden Well, Weltmeisterschaften expectations jeweils will auf be Platz high 4. Also der kann wirklich fair tun. As they Auch wenn ich mir die eagerly Weltcups der await vergangenen the Jahre judges' angucke, nur decisions. Podestplätze. 14.8, auch that is heute down Stand jetzt from jedenfalls. qualifying. Rang 3, drittplatziert, 14. Well, he looks disappointed, certainly, Nariman Kurbanov. Und einer kommt noch. But nevertheless, he is in contention for a medal as things stand. Zwei Damen und wir beginnen mit der Back then Britin, to the women's Ruby vault, and that is Ruby Evans of Great Britain. Her first vault is the hardest of the competition. The highest difficulty rating among the 8 finalists for Ruby Evans' first vault. Incredible height off the top of the vault. Das war mal ein super Sprung, die Höchstschwierigkeit, die wir an dem heutigen Tag gesehen haben. 5,0 Ausgangswert für den Jutschenko gestreckt mit Well, she was the second strongest in qualifying with a 13.2 behind Esposito. Aber hier die It Doppelschraube certainly is an interesting matchup super between gedreht, in der Achse the pair. geblieben, auf der Linie gelandet. Also war sie sehr hoch, schnell gedreht und auch übersichtlich gelandet. You could get $4,000 to spend on that special thing for the house. Refinance your home loan with St. George, and you could get $4,000 cash back to spend on whatever you like. Search St. George Refinance or ask your broker today. Kleinen Schritt nach hinten zum Korrigieren. Aber ja, die Kampfrichterinnen und Kampfrichter waren auch mit ihr zufrieden. Und für den ersten Sprung. Wir haben die Wertung hier schon bei uns auf dem 14 for Bildschirm. that first vault. Aber auch jetzt hier, ja, Nice score for Ruby 14,0 Evans. She lands für this den second. ersten You would think Sprung. that she would certainly be in contention for a medal in this vault final. Und nun folgt Her der second vault zweite is much Sprung. simpler. Oh, disappointing to have taken that quite big step to the left on landing. Ja, auch sie zeigte Well, she might have the most einen difficult first vault in Rondasprung competition, but mit Flickflack, mit halber Drehung auf den Tisch und in der zweiten Flugphase She and ein Manila Salto vorwärts gehockt. Sie hat mir vorhin noch Esposito erzählt, have sie the würde same es combined versuchen difficulty for wollen, vaults einen 1 and 2, gebückten which Salto adds an dran zu extra machen, level of sich intrigue to quasi this vault zur final. Qualifikation zu steigern. Aber da hat sie sich wohl dagegen entschieden, hier den Salto gehockt und auch hier aus der Achse musste 2 Schritte zur Seite machen von der Matte. Es wird natürlich Abzüge geben, aber auf jeden Fall auch schon mal schön zu hören, dass da an einem weiteren Sprung, an einer weiteren Schwierigkeit gearbeitet wird. Und sie bekommt 12,366 für den zweiten Sprung. 13,183 Das for macht Ruby 13,183 Evans, second und somit Platz 2 für in sie. this vault competition so far. 13.183, ever so slightly behind her score of 13.2 for qualification. Der letzte Starter am Pauschenpferd uns jetzt präsentieren wird für Japan. Well, this is Kaya Kazuma up again. We saw him take silver in the floor. Will he be claiming a second medal here on pommel horse?
He was 8th in qualification with a 14.6, although qualifiers 6, 7 and 8 were all tied on 14.6. Well, he was moving seamlessly through those elements until that slight wobble just before the dismount, but look how pleased he is with his performance. Perhaps a slight lack of control just before the dismount, but nevertheless a really solid performance leading up to that. Looked effortless really, the way he was moving between those elements. Nicht ganz rund, hat nicht eine perfekte Übung erwischt, aber natürlich auch er mit Höchstschwierigkeiten, hier auch er mit der Schere in den Handstand zu Beginn. Kehre um 360 Grad, da hat er ein bisschen reingezogen. Hier nochmal die Schere vorne aus einer anderen Perspektive. Nochmal die Kehre, man sieht, er wird ein bisschen eng in der Hüfte. Gleicht damit den technischen Fehler aus, schafft es dann aber wieder reinzukommen. Abgang ging flüssig hoch, aber muss er sich beeilen natürlich mit der Drehung dann noch. Man sieht, der Körper fällt schon und er muss noch seine Drehung beenden, hat aber super gemeistert und ja, wir sehen I das presume Ergebnis the 8th 14, and 4, final 6, 6, competitor damit on kein the men's Treppchenplatz. pommel horse. Diesmal, er war ja vorhin schon auf dem Treppchen. 14.466, that is Kazuma Kaya aus Japan. 6th position overall, but still it is a slight improvement on his score from qualification. Spanien zu Laia Font. And Laia Font is our last gymnast to go in the vault. 6th in qualifying with a 12.716. Doesn't necessarily have much difficulty Einen in Zuckerhaar her vault. gestreckt mit ganzer Schraube als ersten Sprung zeigte sie uns. Das ist auf jeden Fall ein guter Sprung. Hier der Anlauf, Abdruck, gute gestreckte Position, wenig abgebückt und auch auf der Good, Linie good gelandet. positioning off the top of Ja, the es vault, ist ihr good erster positioning on Wettkampf landing. in diesem Jahr. Wir sind ja noch ganz früh im Jahr und oftmals ist der Cottbus der Auftakt der Weltcup-Saison. Und auch sie hat sich vorgenommen, ja, gleich gut zu performen wie in der Qualifikation. Und der erste Sprung ist ihr auf jeden Fall schon mal gelungen. Und ja, sie kommt aus der schönen Stadt oder lebt in der schönen Stadt Barcelona. Und ja, hier kommt die Wertung 13,133 für den ersten Sprung. 13.133 for the first. Kann sie sich bereit machen für den zweiten Sprung. An improvement on qualification. And that was a really well-controlled landing, a really well-controlled vault in fact, from Laia Font of Spain. Einen schönen und guten zweiten Sprung an Jutschenkos Salto gestreckt. Ist eher ein einfacherer Sprung. Da ist definitiv Jutchenko Salto. noch Platz für die As ein we oder just andere glean from Schraube. the Ich bin mir stadium sicher, dass announcer. sie das trainiert, weil ja, die Höhe ist da. Nice clean lines, legs
Und Nice and straight, well kept together, pointed toes and a really ich meine, sie decent ist ja auch noch landing. That was a jung, wie good gesagt, second 16 vault Jahre from alt, ihr erstes the Spaniard. Seniorenjahr hier. Und da ist definitiv noch Luft nach oben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja dann die nächsten Jahre hier in Cottbus eben die ein oder andere Schraube mehr dabei. Und ja, 12,5 für ihren zweiten Sprung 12.816 for Laya und Font. 12,816 And she should be really pleased with that performance because she's got herself into 4th place. 2 places higher than qualification with a higher score than in qualifying too. And look how pleased she is with that performance, and rightly so. So there is confirmation of the scores for the women's vault. Manila Esposito, the highest ranked in qualifying, takes the gold medal in the vault ahead of Ruby Evans and Oksana Chizivatina, the 47-year-old from Uzbekistan, claims a medal in Cottbus. Confirmation of the men's scores for the pommel horse. It's Abdullah Asimov who takes gold in the pommel. Well, we can welcome back the Magdalena Verhun Ballet School. Another majestic performance from the ballerinas in Cottbus. Utopia von der Ballettschule Magdalena Verhun. Das zeigt, Ballett ist nicht nur die klassische Variante, sondern auch Vielfalt in vielen Tanzrichtungen. Und die Ballettschule finden Sie in der Ewald-Hase-Straße hier in Cottbus, in der Sportstadt Cottbus, wenn Sie oder Ihre Tochter jetzt auch Lust bekommen haben zu tanzen. Und eine kleine Frage, der Jugendclub der Märkischen Turnerjugend ist auch noch da, ja, oder? Super. Dann bitte ich euch jetzt, die Meister von morgen nochmal hier in der Halle zu begrüßen, die uns zeigen, dass Cottbus tatsächlich eine Turnstadt ist mit vielen Talenten. Ready to wow us once again with their skills. Und die möchte ich Ihnen natürlich vorstellen. Heiden Rössler, Till Nobis, Fabio Schmiedel, Ben Kirsch, Emil Neumann, 10 und 11 Jahre alt. Und sie zeigen uns jetzt, geführt von René Walko, dem Trainer, zeigen sie uns, dass Cottbus tatsächlich viel Sporttalent hat.
Ja, kommt mal in die Mitte, Jungs. Another fantastic performance from the young gymnasts, and look how much they enjoyed themselves out there. Von morgen, Heiden Rössler, Till Nobis, Such Fabio great skills Schmiedl, they've Ben already Kirsch mastered at und such a young Emil age. Neumann vom SC I'm sure if they choose to pursue gymnastics, trainiert von René then they will have Walko. Wie gesagt, das exciting sind futures unsere in the sport, Meister that's for von sure. morgen, aber natürlich wollen wir auch die Meister von heute würdigen und wir beginnen mit den Damen, mit den Meisterinnen und wir bitten nun zur zweiten Siegerehrung des heutigen Tages. Here come the women's vault medalists. Led in by Great Britain's Ruby Evans, followed by Italy's Manila Esposito. Of course, a very familiar face to gymnastics fans throughout the world. Wir kommen zur Siegerehrung beim Turnier der Meister in der Kategorie Sprung der Damen. The Turnier der Meister World Cup Award Ceremony for the WAG World Category. Der dritte Platz und damit die Bronzemedaille geht an Oksana Kosevitina für Usbekistan. Oksana Kosevitina from Uzbekistan claims bronze in Cottbus. She missed out on a medal in this tournament last year, but she did take gold in the other 3 World Cup Series events and the vault Der overall. zweite Platz und damit die Silbermedaille geht an Ruby Evans aus Großbritannien. Ruby Evans, the Briton, takes silver. Second place winner of the silver medal, Ruby Evans from Great Britain. Most difficult vault in the field. Und der erste Platz And of course, und damit the die champion, Goldmedaille geht an the vault winner in Cottbus Esposito aus 2023, Italien. Manila Esposito of Italy. 1, 2, 3, the podium places in the final, the exact same as in qualification. Winner of the gold medal, Manila Esposito from Italy. Und die Goldmedaille wird überreicht von der Präsidentin des Technischen Komitees der Frauen der FIG, Donatella Sacchi. Die Silbermedaille wird überreicht vom Mitglied des Technischen Komitees Frauen der FIG, Johanna Gratz. The silver medal is presented by the member of the Technical Committee, Women of the FIG, Johanna Gratz. Und die Bronzemedaille wird überreicht von der Vizepräsidentin des Olympischen Spitzensport des Deutschen Turnerbundes, Ursula Koch. The bronze medal is presented by Ursula Koch. Und das sind die Gewinnerinnen beim Turnier der Meister. Und ich darf Sie nun bitten, sich zu erheben für die italienische Nationalhymne. Vielen Dank.
Und hier sehen wir sie nochmal. Oksana Kosovitina, Ruby Even und Manila Esposito, die Gewinnerinnen beim ersten Finaltag beim Turnier der Meister, mit einem strahlenden Lächeln für die Kamera. Und Ihren Applaus, meine Damen und Herren. Big smiles for the camera as the winners collect their medals. Ja, die Weltkugel aus Glas gibt es auch nur hier beim Turnier der Meister. Eine Trophäe, die Oksana vermutlich ein paar Mal schon im Schrank stehen hat, aber es ist immer wieder schön, sie neu vergeben zu können und zu dürfen. Und das Ganze natürlich flankiert von unseren Mädchen in der sorbisch-wendischen Tracht. Auch das gibt es nur in Cottbus. 2 more medal events still to come this afternoon from Cottbus. There will be the women's uneven bars final and the men's still rings still to come, and still plenty to look forward to in Cottbus. I mentioned earlier the host of medalists, the host of Olympic and World Champions. Still got plenty more of those to come in the next 2 events, but first it will be the victory ceremony for the men's pommel horse. Die Siegerehrung beim Turnier der Meister am Pauschen Pferd, the Turnier der Meister World Cup Award Ceremony for the Pommel Horse. Der 3. Platz und damit die Bronzemedaille geht an Nariman Kurbanov aus Kasachstan. Nariman Kurbanov of Kazakhstan claims the bronze, and he looks delighted to be up there on the podium, and rightly so. Nariman Kurbanov from Kasachstan. Der 2. Platz und somit die Silbermedaille geht an Gaji Karikian aus Armenien. The Armenian, he is always going to be in medal contention. And it's great to see him there because of all Armenia's past results for the past decade come from the same 4 gymnasts. It's good to see emerging faces for Armenia. And the champion, the gold medalist in Cottbus on the men's pommel horse, is Abdullah Azimov of Uzbekistan, who stands atop the podium. Und auch hier haben wir viel zu überreichen, und die Goldmedaille wird überreicht vom Präsidenten des Technischen Komitees der Männer der FIG, Artur Mikiewicz. The gold medal is presented by the President of the Technical Committee, Men of the FIG, Artur Mikiewicz. Die Silbermedaille wird überreicht vom Mitglied des Technischen Komitees Männer der FIG, Julio Philipp Marcos. The silver medal is presented by the member of the Technical Committee, Men of the FIG, Julio Philipp Marcos. Und die Bronzemedaille wird überreicht vom Präsidenten des Landessportbundes Brandenburg, Wolfgang Neubert. Bronze medal is presented by Wolfgang Neubert, President of the Landessportbund Brandenburg. Und ich darf Sie nun bitten, sich zu erheben für die Nationalhymne.
A really proud moment for all of these athletes Vielen standing on Dank, that und kann ich podium. noch mal euer strahlendstes Lächeln für die Kameras sehen. Abdullah Asimov, Of course, Gajik, Cottbus, the first of the World Cup series of the year, so und Naiman winning a medal here really is a die great drei start to any athletes Erstplatzierten am Pauschenpferd beim 56. campaign. Turnier der Meister. Especially important to be hitting form with the Olympics coming up next year. Ja, und wir haben noch ein paar Medaillen zu vergeben. Es wird noch alles vorbereitet. Erstmal müssen die Medaillenträger natürlich auch aus der Halle raus, damit es keinen Stau gibt beim Einmarsch. Another look at all 3 medal-winning vaults, Und das ist immer wieder schön, pommel horse routines hier rather. die Medaillenübergabe moderieren zu dürfen beim Turnier der Meister. And here is another look at the gold medal winning routine. Ja, und hier sehen wir noch mal ein paar Impressionen vom Pauschenpferd. Und jetzt geht es nachher gleich in die nächsten Disziplinen. Es geht nämlich there's bei a den Damen glimpse an den Stufenbarren of what und is bei den still Herren to come. an die Still 2 Ringe. more medal Und wir events bitten nun for you die this Teilnehmer afternoon from in die Halle. Cottbus, Unter Ihrem the Applaus, meine men's Damen und Herren. rings and also the women's uneven bars. And here come the athletes. And of course, we've already seen Olympic, continental, world medalists in action, and we've still got more to come. The likes of Elizabeth Seitz, Alice D'Amato, Elisa Iorio, all still to come. Ja, da sind sie alle und wir haben vorhin auch schon die Deutschlandfahne gesehen, denn es tritt an für Deutschland Elisabeth Seitz. Very popular home athlete Elizabeth Seitz, bar specialist. Für Slowenien Lucia Riba. Für die Niederlande Tisha Wollemann. Für Japan Azuku Koku Fugata. Für Norwegen Julie Eriksen. Und für Deutschland Meoli Jauch. Really, yeah, one of 2 Germans lining up Für in the Italien uneven Alice bars. D'Amato. Alice D'Amato expect a big performance from her. Für die Ukraine Jelisaveta Hubareva. Elisaveta Hubareva of Ukraine. Und bei den Herren treten an für Iran Marie Ahmad Kohani. These are the athletes who will be contesting the men's Und rings für final. Österreich Vinzenz Höck. Für die Türkei Ibrahim Çolak. Für den Iran Ali Saran. Für Ägypten natürlich, Entschuldigung. Für Armenien Artur Atevijan. Für die Türkei Adem Asil. Reigning world champion. Für Griechenland Eleftherios Peruanas. And the Greek, that is the man nicknamed Lord of the Rings, so expect an impressive performance Und für from Armenien him today. Voran Daftean. Wir wünschen natürlich allen maximale Erfolge bei den letzten Finals am ersten Finaltag und starten mit den ersten 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Warming Up. Please start warming up. So the same procedure for the next 2 events as we've seen Ja, for the Mensch, previous 2. We'll doppelte have deutsche 4 Beteiligung of bei the den first Damen performers im Finale. and then the Das ist natürlich eine Freude. second 4 Natürlich, ich freue performances mich wahnsinnig for jetzt each hier one, vor and they allem will be alternating. So we'll see some meine action from the Mannschaftskolleginnen women's oder uneven auch bars, and then we'll see some Trainingskameradinnen action aus Stuttgart, from the men's mit denen rings. ich auch jahrelang zusammen trainiert habe, heute hier zu sehen. Und
There is the Bin auch schon start ganz list gespannt, for the was men's sie rings. It will zeigen be werden. Madi Ahmad Und Kohani jetzt aber erstmal das Einturnen. who gets us underway. And that is an Mal incredibly kurzes strong Gewöhnen field. an das Wettkampfgerät. Jede Turnerin hat am Barren 50 Sekunden World Zeit, champion. um einzuturnen. Buried in amongst Da those sollte names auch there. genügend Zeit bleiben, um sich den Griff zu Apparatus. machen, die And there Barreneinstellungen is the start list for the women's so bars. zu machen, dass es einem passt. Und Sie sehen hier nochmal an der Tafel Elizabeth Seitz, Alice D'Amato. die Startreihenfolge. Very incredibly Sehen wir exciting gerade nur da oben gymnasts die für die Männer. on bars. Aber auf jeden Fall, ja, in der ersten Runde direkt als erste Starterin Elli Seitz. Und ja, ich habe gerade mit ihr schon kurz noch gesprochen in der Einturnhalle. Sie sagt, sie ist ganz entspannt. Ist ja auch schon eine sehr erfahrene natürlich hier in Cottbus. Schon 5-mal dabei gewesen. Und weiß auch, wie das hier abläuft. Das stimmt, die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Wie läuft das denn ab bei der Präparation des Gerätes? Also das sehe ich, wird auch immer eingesprüht, das alte Magnesium wird abgerieben. Ja, da hat jede Turnerin ihren individuellen Griff. Die einen brauchen es ein bisschen feuchter, da wird aber ein bisschen Wasser rangesprüht, so wie wir das gerade eben bei Tisha gesehen haben. Andere machen noch ein bisschen Honig drauf und noch ein bisschen Magnesia, oder wenn zu viel Magnesia ist, muss halt natürlich ein bisschen Magnesia abgemacht werden. Aber ja, da hat jede so ihr Rezept. Für uns war es immer ganz gut, ein bisschen Wasser, ein bisschen Honig drauf, damit es ein bisschen klebt. Und dann noch das Magnesia oben drauf, das war für uns immer so der perfekte Griff. Und da, wie gesagt, handhabt es jeder anders. Zum Beispiel auch die Japaner oder die Chinesinnen, die turnen immer gerne sehr, sehr feucht. Die tränken immer fast. Die Holme, da müssen wir auch immer Magnesia drauf tun. Also jetzt sehen wir hier die Japanerin gleich. Aber sie auch erstmal nass machen, genau. Wie gesagt. Ja, auf den Griff kommt es auch bei den Herren an, Ronny, wenn sie in die Ringe gehen, aber das wird nicht besonders präpariert. Da reicht bei euch dann ein bisschen Magnesia. Naja, es gibt schon einige Well, the Herren, die athletes dann will noch mal Magnesium continue aufmachen, the gerade um da Übergriff zu bekommen für die ersten Elemente. final preparations dass man before da we vom Griff get her, underway shortly. ja, den Hebel zum Beispiel von den Armen noch ein bisschen, vielleicht um einen Zentimeter verkürzen kann, dass man nicht gleich ganz rausrutscht, also bis zur Rolle vor beim Riemchen. Aber ansonsten bedarf das eigentlich wenig Präparation, das stimmt schon. Bei mir war es mal so, wenn man einmal in den Ringe hing, dann hing man halt und beim Abgang lässt man einfach los und dann war die Übung halt vorbei. So war das eigentlich relativ sicher und einfach, also ja. Da muss auch nichts eingestellt werden, außer jemand ist jetzt besonders lang, ne? Dann kann man die Ringe höher hängen oder... Na, also das wäre schon sehr, also diese hängen zu 1,60 Meter Höhe. That is the diminutive So ein figure of Ringeturner, der dann noch schleift. the Japanese Das gymnast. wird, ja, Ja, das ist nicht ganz Dr. unrecht. Suzuki. Da muss man schon sehr groß sein. But first up will be Elizabeth Und Seitz, da schauen wir mal, the wie groß er ist, German weiß ich jetzt nicht aus dem Stand athlete nicht, aber competing in wir front sehen of auf a jeden Fall, home er crowd geht jetzt an in den Cottbus. Start bei den Ringen. Beginnen wir nämlich für den Iran Madi Ahmad Kohani. Madi Ahmad Kohani of Iran will get the men's rings competition underway. He was the second strongest in qualifying with a 14.666. Took bronze in Doha in 2021, silver in Melbourne in 2020. 2 World Cup medals to his name. This is the first time, interestingly, we've seen him in World Cup competition since spring of 2021. He's an Asian Championship silver medalist.
Inverted cross. And a good dismount. Ahmad Kahani of Iran with a strong start to the men's rings competition. Schöner Auftakt hier an den Ringen. Tolle Übung des Iraners. Die Ringe ja geprägt von Kraft. Sie haben es vielleicht gesehen. Hier das aus dem Hang ziehen in die Stützwaage. Parallelhaltung zum Boden. Dann die Schwalbe. Man sieht die geöffneten Hände, um dem Kampfgericht zu zeigen. Well, seht her, he's ich kann holding das his ganz position. locker. Easy, die Schwerkraft gibt's nicht. Absolutely Wir minimal senken movement. über den Asayan, über den Nakayama wieder in den Kreuzern. Auch da Hände offen. Kraft halten müssen ja mindestens 2 Sekunden gehalten werden. Hier mal den Schwunganteil noch. Jonasson, gefolgt von Aufständen in den Handstand. Ja, Handstand ja immer so eine Ausruhphase. Cross so well held. Immer. And that was a Ja, really ich glaub, assured, confident nicht so oft performance gesehener Abgang, schwierig from zu stehen, Mahdi kleiner Hüpfer, Ahmad aber Kohani freut to er sich get this zurecht, war eine richtig tolle Übung. rings Ja, final er hat ordentlich underway. 14 vorgelegt, points. fanden auch die Wertungsrichter 14-7-6-6 für That is one. Kohani. He was 14 points. Und wir kommen zu 6.66 in qualifying, so that is a So, slight Elisabeth improvement Seitz. on his performance there. Auf geht's, Ellie. This is Elizabeth Seitz. An out-and-out bars specialist, 29-year-old from Germany, from Heidelberg. Part of the first German team ever to win a European team medal at their home games in Munich in August of last year. She's kept this same routine since 2022, and why not? It won her the European title, got her into the final of the Worlds. Oh, it is a shame just losing her balance on the dismount, but up until that point, a really wonderful routine from Elizabeth Seitz. Doesn't look too upset about it. Huge cheers from the crowd still, as you'd expect from this home crowd in Cottbus. Oh For a Mann, ich competitor hab who's so been so popular. mitgefiebert mit ihr, mit dieser Übung. Three-time Olympian, representing sie Germany in war nicht the Olympics at ganz 2012, optimal, nicht ganz gut. 2016 and in Tokyo. So Vielleicht sehen wir den Fehler nochmal in der Really Zeitlupe, aber competitive. es war einfach, a really hat sie nicht die popular Kippe gut competitor rather hinbekommen vor dem for Jägersalto fürs Germany. Umgreifen. Und da musste sie einen Stopp einlegen. Und es kostet natürlich Punkte. Hier nochmal der Hindorf. Konnte sie auch leider nicht verbinden mit dem Packsalto. Hier nochmal die ganze Drehung vom Abgang und dann zu wenig Rotation gehabt beim Abgang, zu wenig Höhe gehabt und da konnte sie leider nicht auf den Füßen landen. Und es gibt natürlich einen Punkt Abzug. Und ja, sie war schon fünfmal Naturally, hier beim Turnier der introduction for Meister. that Einmal war sie schon auf dem Treppchen. lack of control Zweimal on hat the sie sich den landing. Sieg geholt. Einmal den 12.066 zweiten for Platz. Ja, Elizabeth und Seitz. heute 12,066. The grimace from the German Das war athlete, die but Übung und what can you do, she says. Shrug of the shoulders. Ja, aber You sie win sind some, you lose some. sportlich tatsächlich. auf jeden Fall. Until next time. Ja, und wir wechseln wieder zu den Ringen und dort steht bereit aus Österreich This Vincent is Höck. The Austrian Vincent Höck, the 8th best in qualifying with a 14.3. Won silver in the World University Games in 2019, joint silver in fact. He also took a medal in the 2020 European Championships to become the first Austrian since 1955 to win a European Championship medal, which is an incredible feat. Maltese cross.
Good control. Slight wobbling of the hands there. But a well-controlled dismount. Ja, und da geht es weiter mit Spitzenübung hier an den Ringen. Also sehr hochkarätiges, sehr qualitativ hochwertiges Finale bisher. Hier Really high quality Kippe routine in die Schwalbe, drückt dann noch hoch in die Stützwaage, haben wir jetzt gerade nicht from mehr the gesehen. Austrian. Auch er natürlich mit dem Schwunganteil. Jonasson, Yamawaki. Jonasson gebückt, Yamawaki gehockte Ausführung, diese Doppelsaltis. Hier aufgelöst in die Schwalbe nochmal. Nakayama in den Kreuzhang. Ja, es gilt ja die Balance zu finden zwischen Schwung und Kraft an den Ringen. Und hier Abgang, Zuckerer gestreckt. Kleiner Hüpfer. Aber ich denke mal, da hat er das Maximalste aus seiner Übung rausgeholt. Kann er zufrieden sein damit. Ja, es kommt immer auf die Ausführung an. Die war ein bisschen schlechter als bei seinem 14 Vorgänger. Das macht sich points, bemerkbar. 4-3-3 14-4-3-3, aber eine super Wertung. Rang 2 momentan. Auch er hat da ordentlich was vorgelegt. He had a 14.3 exactly in qualifying, so he is nothing if not consistent. Lucia Riba. Lucia Riba of Slovenia is the second gymnast to contest the uneven bars. She makes lots of bars finals at World Cup level, very experienced gymnast. She doesn't have an enormously high difficulty level, but she is a reliable, capable, consistent gymnast. Oh, a tuck landing, step back on landing, not as tight a tuck as you might expect, but that was a nice performance from Lucia Riba. She was the 5th best in qualifying with a 13.033. It'd be interesting to see if she's managed to better that score. Gestartet und ja, sie hat sich vorgenommen, die Übung besser zu machen, die Drehungen besser im Handstand zu beenden. Und ich glaube, das ist ihr sehr gut gelungen. Und auch hatte sie mir gesagt, sie möchte gerne bei der Landung stehen. Auch das ist ihr leider nicht ganz gelungen, hat sie einen Schritt beim Doppelsalto rückwärts noch machen müssen. Aber ansonsten eine wirklich sehr saubere Übung. Und hier die Riesenganze und Ansatz zum Abgang, den Doppelsalto gehockt. Wie gesagt, bisschen viel Rotation, einen Schritt nach hinten, aber ansonsten eine sehr gute Übung. Und die Wertung ist da, 12,833 that gets her into first place. Lucia Riba. So far, after two gymnasts, beim Turnier der Meister seit vielen Jahren hier dabei. Genauso wie der nächste lower Teilnehmer, score than der she hier an die Ringe gehen achieved wird, in für die qualification. Türkei, Ibrahim Çolak. Ibrahim Çolak of Turkey, the 4th strongest qualifier with a 14.6. First ever Turkish world champion in anything in gymnastics, male or female. That was on rings in 2019. He is a complete rings specialist.
Well, shame about the landing. The big step back and then into the backwards roll off the mat entirely. He seems to see the funny side, as is his coach. Ah, da wird sich ärgern. Schade, schade. So eine schöne Übung Real vorher. shame for Fünfter bei den Olympischen Cholak. Spielen, bei den letzten gewonnen. A disappointing way for him auch to hier finish. geht's hochkarätig nach wie vor weiter. Hier nochmal Stämme ins Kopfkreuz. Es gibt ja 4 Grundkrafthalten an den Ringen. Hier nochmal Yamabaki, dann gebückt Jonasson und aufgelöst in die Stämme-Schwalbe. Die Kraft halten immer dann aus Schwung, Mehrwert natürlich, als wenn man sie aus dem Stütz einfach nur machen würde. Dann Nakayama, Kreuzhang. Hier ist Nakayama. Da werden die Zehntel gehamstert sozusagen im Ausgang und Doppelseite vorwärts gebückt. Die haben ein bisschen zeitig geöffnet. War auch ein bisschen schwierig für ihn, dass er den Handstand davor, der war total ruhig, also kaum Schwingen der Ringe und dann weiß man als Turner, oder wird es schwierig. Perhaps a bit of fatigue was kicking in towards the end of that routine. A 13.4. Ja, eine sehr schwere Übung geturnt laut Wertung und man sieht, der for Ausbruch Cholak. hat sich ganz hingehauen. 13, 4, 6, 6 für Ibrahim Cholak aus der Türkei. Und wir wechseln wieder zum Tisha Stufenbarren zu Tisha Wollemann aus den Niederlanden. The Dutch athlete next up on the bars. Tisha Wollemann here as first reserve. Nice clean performance from the Dutch athlete. Tisha Wollemann hat ihre Übung beendet und kann auf jeden Fall zufrieden damit sein. Sie ist die She scored a 12.7 in qualifying. It wasn't enough to get her into the final, but was enough for first reserve. Ins Barrenfinale nochmal eingewechselt, was heißt eingewechselt worden, aber sie hat mir vorhin erzählt, heute Mittag beim Mittagessen wurde ihr mitgeteilt, dass die Italienerin, die ja eigentlich an dieser Stelle wäre, sich verletzt hat am Knie und sie damit quasi als 9. der Qualifikation dann ins Finale nachrutscht und somit hat sie ihre Riemchen gepackt, ist hierher gefahren und kann auf jeden Fall zufrieden sein mit dieser Übung. Interestingly, Wollemann was a gold medalist in this event at Cottbus last year. Leicht die Beine Bronze on the floor, so she left Cottbus with 2 medals. Gut durch die Übung gekommen. She helped the Netherlands qualify for the team final in the European Championships in Munich. They finished behind Italy, Great Britain and Germany. 12.9 Ja, da ist die Grund zu got her into first position. Und after 3 wir haben nochmal einen Grund, athletes. uns auf die Ringe zu konzentrieren. Da steht nämlich aus Ägypten Ali Sarah. Ali Zaran of Egypt is next up on the rings. Come on, you've got this. I don't know. Maybe it's all a bit too hard. Mum, even I've done it. It's easy. Compare the pair. Same age, same income, same starting balance. Whether Cleo switched to an industry super fund 5, 10 or 20 years ago, she's been better off. How'd you do it? I compared the pair. He was the 7th in qualifying with a 14.4.
reigning African Games champion. He is a two-time African Games winner on this event, 2015 and 2019. A very good performance indeed from Egypt's Ali Zaran. Big congratulations from the team too. Ja, eine sehr interessante Übung. Vielleicht haben Sie die Schwalbe rücklings in der Übung bemerkt. Hier das Hochziehen in die Stützwaage. Langsame Felge in die Schwalbe. Stemmen die Schwalbe nochmal. Hier dürfen die Krafthalten natürlich dann wiederholt werden, dadurch, dass sie aus einer anderen, ja, entweder aus dem Schwung kommen oder aus einer anderen Vorkrafthalte. Sind es verschiedene Elemente. Aufstemmen in den Handstand. Ja, Riemchen beim Ringeturm natürlich unerlässlich. Die Züge in der Senkrechten bis zum 9-fachen des Körpergewichts. Schöner Abgang auch hier, schön hochgetonter Zuckerer gestreckt. Muss dann ganz, ganz kleinen Hüpfer machen, aber ja, freut er sich natürlich zurecht. That was a really nice dismount from the Egyptian, the tiniest of steps, but nevertheless well controlled. 14.166. It was lower than he got in qualifying. He was 7th qualifier with a 14.4. It was an incredibly high scoring qualification round. Vincent Hook was the lowest qualifier with a 14.3. Azuki Kokofugata of Japan is next up on the uneven bars. She is relatively unknown, but if we learned anything from the World Championships, it is to take note of the unknowns from Japan because of how well their women performed at the World Championships in Liverpool. The crowd certainly enjoyed that performance from Azuki Kokofugata of Japan, the 7th best in qualifying with a 12.733. Azuki Kokofugata wirbelt da so durch die Luft. Eine sehr interessante She looked Übung, light die sie as da a uns feather, gezeigt floating hat. through the air between those bars, especially on the 19 dismount. Jahre alt ist sie und studiert in Kagawa Such Sportwissenschaften. grace and elegance, especially on that landing, just Entschuldigung. floating, spinning ja, through the air. Ihre Trainerin ist eine sehr bekannte Turnerin. Es ist keine geringere als die zweifache Weltmeisterin und Bronzemedaillengewinnerin von den letzten Olympischen Spielen am Boden, Mai Murakami. Da hat sie natürlich auch, ja, applaudieren Sie, da sehen Sie nochmal im Bild Ihre Trainerin. Wenn man natürlich so ein Vorbild hat, ist man natürlich auch immer angespornt da zu trainieren. Hier sehen Sie sie nochmal im Bild. Mai Murakami. 12.4. That is lower than she got in qualification. It is enough to get her into medal positions for now. Ja, erstmal ist das richtige Stichwort, denn es wollen ja noch welche auf die Treppen hinauf und die wollen wir erstmal in die Halle bitten zum Third position so Warm-up. far.
Well, all that noise you can hear around the stadium, the clapping, the music, is because we are awaiting the performance of the next athlete on bars from Armenia. Artur Avestian, the 5th in qualification with a 14.33, reigning World University Games champion. Well, we are now at the midway point between these last two finals, the men's rings and the women's uneven bars. And that man there practicing, he is nicknamed the Lord of the Rings, and that certainly will be a performance for us all to look forward to. He will be the second last athlete to go on the rings. Genau, hier heißt es sich warm machen mit den Geräten, aber ich glaube, nebenan wurde auch schon ein bisschen eingetont, während die ersten hier getont haben, oder? Richtig, also drüben gibt noch eine Einturnhalle. Da können sich die Turnerinnen und Turner warm halten oder auch warm machen und dann noch mal ein bisschen einturnen, bevor es hier zum One-Touch ans Gerät geht. Also drüben ist noch mal quasi der It's always fascinating to see how athletes prepare in various ways for each bit of apparatus. Alle schon mal erwärmen, also müssen nicht ganz kalt hier strapping, the chalk. Aber auch Some alle athletes have hatten even heute been known to Morgen use noch mal die honey Möglichkeit, hier ans Gerät zu gehen, hier on in their dieser Halle hands, zu and trainieren. they Das certainly haben won't be auch die falling einen from oder the anderen bars. genutzt. Und dass man sich da einfach vertraut macht mit dem Gerät. Aber ich glaube, man muss auch noch mal durchatmen, bevor man rangeht, oder? Dass man einfach noch Well, mal in the sagt, okay, second half jetzt of the field of the women's uneven bars, we nachdenklich certainly have a treat to look forward to. Konzentration, bevor es dann ins Finale reingeht. I'm really looking forward to Absolut, ich meine, wir sprechen hier von watching Höchstleistungen, Alice von D'Amato of Italy. Spitzenleistungen und ja, natürlich holt man da nochmal tief Luft, konzentriert So sich impressive nochmal, at the European bevor man da Championships ranspringt and at ans the World Gerät. Championships. Und ich habe das auch immer gemacht. Nochmal, man hat immer so sein Ritual, man meldet sich nochmal an, atmet nochmal tief ein, tief aus, hat seine, sage ich jetzt mal, seine Keypoints oder seine Knackpunkte in der Übung, die man nochmal kurz davor durchgeht und dann springt man ran und dann beginnt die Übung. Das heißt, du meldest dich an, das ist, wenn die Turnerin den Arm hebt, sagt sie, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich beginnen, ja? Genau, also man sieht da hinten immer so ein grünes Lichtlein aufleuchten, wo Go drauf steht. Und dann hat die Turnerin oder der Turner noch 30 Sekunden Zeit, um die Übung zu beginnen. Und ab dem Moment, wo der Arm gehoben wird, geht es dann auch Well, quasi Julie Eriksson of ziemlich schnell Norway los will mit der be Übung. the athlete who geht gets us tatsächlich back los, das underway when Einturnen ist beendet und es geht competition los resumes mit on dem ersten the Herren uneven bars. am Ring, und zwar für Armenien Artur Avestian. But first, time to return to the rings. Artur Avestian of Armenia to get us back underway on the men's rings. Finished 8th in the final of this event. Last year finished 4th in qualifying, but wasn't able to match that same result in the final. He took the silver medal in Doha in the rings, just missed out on the medal positions in Cairo. So certainly an athlete who has been there or thereabouts when the medals have been decided.
Oh, and what a dismount that was for the Armenian. Huge cheers going up for him. Ja, auf den Punkt. Das Übungsgut abgerufen. He was the 5th qualifier with a Vierter bei den Weltmeisterschaften, vorher ist er 14.533. geworden. Interesting to see whether or Ja, not he schöne has langsame bettered that Felge score. in die Great Stützwaage. control there. Boden parallel zum Boden. Genauso hier wie bei der Schwalbe. Man sieht, der Körper zwischen den Ringen. How Das ist still der Unterschied zur those rings Stützwaage. are when he's holding his Auch er position. mit dem Yamawaki. Jonasson als Schwungkombination. Aufgelöst in die Schwalbe. Ja, auch er, ein Altbekannter beim Turnier der Meister und auch ein verlässlicher Lieferant für Leistung, kann man nicht anders sagen. Genau. Und jemand, der auf jeden Fall oben mitspielen will. Richtig, und mit dem sicheren Stand hier auch hinten beim Zuckerhaar gestreckt, lässt er sich nichts abziehen. Und so sieht es mit seiner Wertung aus. 14,533, Rang 2 bisher. 14.533, that routine enough to get him into second. Und wir schauen rüber Position. zum Stufenbarren für Norwegen, Julie Eriksen. The exact same score, in fact, as he achieved in qualification. Well, Julie Eriksson of Norway, she was the 8th qualifier in bars with a 12.7. Lovely landing from Eriksson. Nicely put together routine, in fact. Free flowing, moving nicely between the transitions. Julie Eriksen aus Norwegen. Das war eine sehr kurzweilige Übung mit sehr vielen Flugelementen hintereinander verbunden. Und ja, 22 Jahre jung. Das erste Mal hier beim Turnier der Meister. Hier der Packsalto direkt verbunden mit dem Stalder, ein bisschen die Beine offen gewesen vom Stalder. Auch hier beim Chapeau halbe, ein bisschen die Spannung verloren in den Beinen. Hier nochmal in Zeitlupe. Und in der Qualifikation war sie noch 8. und hat seinen super guten Zuckerhaare-Abgang in den Stand hingelegt. Und für diese Übung bekommt sie 12,566 und somit Platz 3 momentan für sie. Nice clean routine from the Norwegian, 12.566. Has got her into the medal positions as things stand. Zufrieden aus. We have passed the halfway point of the final, so she will be eagerly watching her competitors in action, keeping an eye on that scoreboard. Well, Adem Asil of Turkey will leave us in absolutely no doubt that he will hold all of his strength moves for at least 2 seconds. Very consistent, solid, impressive performer. Third best in qualifying with 14.633. He is the reigning world champion. He's an incredibly unusual gymnast. He's one of the best all-rounders in the world, but he's also a rings world champion. There are so few gymnasts who've been masters at rings, but also consistent in all-around, because the body type for rings isn't necessarily conducive to an all-round gymnast, but nevertheless, Adem Asil is one of those rare breeds who's mastered it.
Well, the big step on landing, but the routine itself was an absolute joy to watch. Das war die Übung des amtierenden Weltmeisters. Hoher Ausgang, schwierige Krafthalten drinne. Man sieht es aus einer tiefen There's a lot of Position. difficulty in Asil's In routine. die Stützwaage. Inverted cross there. Kopfkreuz hier. Yamawaki, Jonasson. Auflösung wieder in die Stämme-Schwalbe. Gleich die Halte, die Endposition eingenommen, nicht erst senken wieder in die Endposition. Denn die Zeit zählt natürlich ab der ruhigen Lage, wenn die Endposition sozusagen eingenommen ist. Und wenn man da ewig noch erst senkt oder rumwackelt, dann ja, vergeudet man da wertvolle Kraft und Zeit natürlich. Doppelzug gerockt als Abgang, hat ein bisschen wenig Breitendrehung gehabt. Man sieht, es musste doch einen großen Schritt nach vorne machen. The double twist on the dismount, but wasn't able to wird sich schon control his gedacht haben, landing, taking that das big wird step bestimmt forward. nichts mit ganz vorne. 14.466, ranked in third as things stand. Momentan Rang 13, 14, 4, 4, He scored down on his qualification score. He looks disappointed with that. Deutschland fahren noch. Dann könnt ihr die jetzt schwenken für Miri auch. A home athlete, someone for the German crowd to really get behind. It's Miri Jauk on the uneven bars. She was the fourth strongest in qualifying with a 13.7. And just listen to those cheers going up for Jauk, the German gymnast, 16 years of age, just competing here at Cottbus in this World Cup. And look at the emotion on her face. She looks rather overwhelmed, doesn't she? Meoli Jauk. Da strahlt sie und wird von Well, that's ihren lovely to see. Trainern Really und auch impressive von Elli routine from the umarmt. teenager, Ja, vor being greeted wenigen by Wochen teammates and erst coaches 16 upon Jahre completion. alt geworden. Ihr erstes Seniorenjahr und direkt erstmal Her hier in first Cottbus ins Finale senior year geturnt und dann auch noch in mal elite competition, so eine Übung and what a way to abgeliefert. begin it. Ja, nach dem Einturnen war ich so ein bisschen Angst und Bange, weil es nicht ganz so optimal lief, aber da hat Meo ihre Stärke ausgespielt und gezeigt, dass es auch mit einem bisschen verkorkstem Einturnen natürlich geht. Und hier den Zuckerhaare-Abgang, super Technik, Beine waren zusammen, toll gelandet und ja, da sehen Well, wir. how about that? Mioli Jauk gets herself into first position, and that's a really popular decision, judging by the Noid coming from the crowd. 13.533 for the 16-year-old from Stuttgart. The crowd with their German flags raised aloft. Und da schicke ich einfach mal ganz liebe Grüße rüber. Super gemacht, Meo. Super für die Premiere beim Turnier der Meister. Wahnsinn, da hat sie vorgelegt. Und wir schauen nochmal zu den Ringen zu Griechenland, zu Eleftherios Petunias. Eleftherios Petrunias, the Lord of the Rings. Here's Olympic champion on this apparatus.
If you look at the list of accomplishments for this man, it's really quite extensive. A gold medal at the Rio Olympics, a bronze medal in Tokyo, 3 World Championship golds, a European gold from both European Games and European Championships, multiple European Championship golds. And just listen to the roar of the crowd and look at the smile on his face. He's allowed himself a bit of a celebration there. Nailed it, he's thinking to himself. So sieht es aus, wenn A really assured, confident performance from Petrunius, the Greek who was top qualifier. Dritter bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio geworden, amtierender Europameister, also seine Erfolge aufzuzählen, ja, sprengt dann doch irgendwann den Rahmen. Qualified with a Extremer 14.733. Spezialist. Man sieht's. Tolle Halten, tolle Verbindung, tolle Endlagen, kein Gewackel. Hände offen bei den entsprechenden Halten. Way he's holding his position. Nakayama in den Kreuzern. Als ob das eine Stunde halten könnte. He's making that look easy. Hier Hangwaage, das war ganz vorne. Und dann das Hochdrücken in die Schwalbe aus dieser Ruhelage. Ja, jahrelanges Training natürlich dafür nötig. Doppelt sogar gehockt, sein Abgang. Muss er, ganz kleinen Schritt noch machen, aber eine richtig gute Übung. On the tiniest of steps on landing, but corrected it, and certainly doesn't seem to be too concerned about that. And there he is in first position, 14.966. That's even better than he achieved in qualifying. Huge smiles for the Greek contingent in the crowd as well. Jetzt schauen wir mal erstmal zum Stufenbarren zu Italien, zu Alice D'Amato. Alice D'Amato of Italy, the top qualifier on bars with a 14.5. Now she is favourite to win this title. She has an important new combination in her routine here. Downey, Stadler into a pike Kachev, into an immediate Berhard Raj. She's got really great Kachev skills into transitions from the high bar to the low bar, as well as the pirouetting skills before her dismount. That's what gives her the edge in difficulty. And what an assured performance that was from Alice D'Amato. Kann sich zu Recht freuen. Alice D'Amato, amtierende Vize-Europameisterin an diesem Gerät, hat auch hier wieder eindrucksvoll bewiesen. She was part of that all-conquering Italian team who took the team title in Munich in August. Some really exciting gymnasts coming from Italy. Direkt verbunden mit dem Packsaldo mit ganzer Took silver in the uneven bars. In einer so schönen Ausführung gesehen. In the same competition in Munich. Es war einfach für mich ein wahnsinniger Genuss, diese Übung anzuschauen und ja auch mitzufiebern. She finished 5th with her Italian teammates at the World Championships in Liverpool. Ja, es ist ihr erster Wettkampf in diesem Jahr. A really exciting group of gymnasts. Kommt aus Genova und trainiert in Brescia. Und hier noch den Doppelsalto vorwärts in den Stand. Da freut sie sich. Große Erleichterung. Und wird von ihrem Trainer in den Arm genommen. Und die Wertung ist da. 14,5. Well, as you'd expect, Alice D'Amato in top spot with a 14.5, exactly the same score as she achieved in qualification. Mit Abstand tatsächlich. Also da hat sie wirklich was hingelegt. Das heißt, wir kommen zum letzten Profi an den Ringen, und zwar für Armenien, Rohan Davtyan. Rohan Davtyan of Armenia still to go in the rings. He finished as the 6th best in qualifying. He got a 14.5.
great number of ring specialists from Armenia. And he was the overall World Cup rings champion last year. He took silver in Cottbus, but he won Doha and Cairo, and he took the overall series as champion. So expect a solid performance from the Armenian. Incredibly well-controlled landing from the Armenian. He's giving absolutely nothing away in terms of his expression, but neither are Ja, sehr schöner Abschluss his teammates or coaches. bei den Herren an den Ringen. Hier das Hochziehen in die Impossible to read Stützware what aus dem he Hang. might Es ist make immer of wieder erstaunlich, wie sowas überhaupt his geht. performance there. Wahnsinn. Here's the 8th and final competitor on the rings. Nur mit einem Doppelsalto, den Jonasson perfekt aufgelöst, wieder in die Stämme Schwalbe. Hier hochziehen in die Schwalbe aus dem Kreuzhang, auch mit geöffneten Händen. Also da demonstriert er deutlich seine Überlegenheit, was die Kraft betrifft. Aufstemmen in den Handstand. Er mit dem Zuckerhaar gestreckt als Abgang. Kleiner Hüpfer. Aber sehr schöner Abschluss hier nochmal. Zweiter ist er geworden. Mal sehen, wo er sich jetzt einreiht. Na, so viel kann ich schon mal sagen. Zweiter wird Just missing out on the medals. And that's got to be one of the most difficult positions in which to finish, just outside the medals in 4th. 14.5. Just under what he achieved in qualifying. Or rather, exactly what he achieved in qualifying. This is Elizaveta Hubareva of Ukraine, the last to go on the asymmetric bars. What a dismount that was, incredibly well controlled by the Ukrainian. She finished 6th in qualifying with a 12.766. She certainly looks satisfied with her performance out there on the bars, and why not? Hier an diesem Gerät. Und sie kam sehr gut durch ihre Übung durch, ohne größere Fehler. Und hier sieht man nochmal Durchbück mit ganzer Drehung. Leider nicht ganz in Handstand gewesen. Aber auf jeden Fall kann sie damit zufrieden sein. Hatte auch leider nur einen Doppelsalto-Abgang, also nur ein C-Element. Und damit nicht den Bonus für einen D-Abgang von 0,2 Punkten. Und wenn ich mal so aufs Tableau schaue, sehe ich, dass Meoli Jauch noch auf Platz 2 liegt. Und es ist, glaube ich, nicht aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass es dabei bleiben wird, dass wir heute eine Silbermedaille für Deutschland sehen werden. Und ja, ich glaube, die Familie wird es freuen, Familie Jauch, also Mama, Papa und Schwester sind hier in dieser Halle und sind sicherlich mächtig stolz auf ihre Tochter. Und hier kommt die Wertung für 12.666 for the Ukrainian. Just under what she got in qualifying, which was 12.766, but that still wouldn't have been enough to get into the top 3.
Looks a little surprised by that score. Perhaps she was expecting something higher. Ich verstehe, das ist ein Grund zur Freude auf jeden Fall. Aber bevor wir die Medaillen vergeben können und wollen wir natürlich noch einen Meister von morgen präsentieren. Der SCC ist ja in diesem Jahr mit 2 Eigengewächsen, mit Tom Schulze und Lukas Kochern hier beim Turnier der Meister vertreten gewesen bei den Profis. Und ich glaube, er möchte in ein paar Jahren auch hier beim Turnier der Meister antreten. Well, before we get the final 2 medal ceremonies underway, we will of course be treated to another performance from the young gymnasts from Cottbus. But first, we have a final performer on the rings. That was Paul Duncan from the local sporting club Cottbus, and of course we've seen performances from all these young gymnasts today between events, and it's been such a treat to see the up-and-comers from the local area, and it's been great to see how much they're enjoying the gymnastics, and it must have been an absolutely wonderful experience for those youngsters as well to perform on the same floor as their idols in Cottbus. But there is the result for the men's rings, and of course, no surprise, the Lord of the Rings reigns supreme. He takes the gold. Eleftherios Petronias takes gold in Cottbus, and there are the results for the women's uneven bars. It's Alice D'Amato, followed by the German Miri Jauk, who had a fantastic performance and perhaps surprised everybody, including herself, at just how well she did. And Tisha Volleman, who was last in qualification, sprung a surprise to take the bronze. Jetzt ist sie da. Das heißt, wir bitten nun zur Siegerehrung der Damen. That was an absolutely wonderful women's bars final, and a real surprise in terms of the results. I'm sure if you would have predicted that they'd see. Die Siegerehrung beim Turnier der Meister on the podium. The Turnier der Meister World Cup Award Ceremony for the AAG Uneven Bars. Der dritte Platz und damit die Bronzemedaille geht an Tisha Volleman aus den Niederlanden. Tisha Volleman, the Dutch athlete from Eindhoven, takes the bronze medal. Third place, winner of the bronze medal, Tisha Volleman of the Netherlands. Der zweite Platz und die Silbermedaille geht an Meoli Jauk für Deutschland. Meoli Jauk, what a fresh, energetic young gymnast she is. That pirouetting skill, connecting into a dismount, was fresh, unusual. Full twisting double back, and she landed it perfectly. Und damit die Goldmedaille geht an Alice D'Amato aus Italien. And no surprises as to who took home the gold medal. Alice D'Amato of Italy, with that important new combination. Winner of the gold medal, Alice D'Amato from Italy. That high difficulty with that great execution. Die Goldmedaille wird überreicht vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke. Combined for a wonderful performance for the Italian. Alice D'Amato adding yet another medal to her collection. Die Silbermedaille wird überreicht vom Präsidenten des Deutschen Turnerbundes, Dr. Alfons Hölzel. The silver medal is presented by the President of the Deutscher Turnerbund, Dr. Alfons Hölzel.
Und die Bronzemedaille wird überreicht vom Mitglied des Technischen Komitees der Frauen der FIG, Johanna Grax. The bronze medal is presented by the member of the Technical Committee of Women of the FIG, Johanna Grax. Und das ist There are two new medalists on that podium. Tisha Bollerman took silver in this event last year, but Alicia D'Amato and Mialia didn't feature on the podium. Bitte ich Sie, sich von dem Plätzen zu erheben für die Hymne. Vielen Dank, herzliche Glückwünsche nochmal aufstellen fürs Gruppenfoto. Alice D'Amato, Mioli Jauch und Tisha Well, it's a jaunty national anthem, isn't it? The Italian one. Erstplatzierte beim Stufenbarren beim There are the 46. uneven Turnier der bars Meister. medalists. Herzlichen Glückwunsch. Big smiles for the cameras. So, And that was a wonderful bars das muss final. leider reichen mit Fotos. Vielen Dank. Ja, Mensch, die Mioli Jauch. Zum ersten Mal beim Turnier dann gleich die Let's just Silbermedaille. take another look then abgeräumt. at the Das ist three schon mal medal-winning routines. ein Versprechen This für die is nächsten Tisha Jahre, Bollerman. würde ich sagen. Ich hoffe, wir sehen Sie noch mal wieder. Was wir auf jeden My Fall jetzt apologies. sehen, ist die Siegerehrung Me der Herren. is Miali Yoke, who took the silver. And finally, Alice D'Amato, the champion on the bars in Cottbus. And here come the men's medalists from the rings. Die Siegerehrung beim Turnier der Meister in der Kategorie Ringer. Die Turnier der Meister World Cup Award Ceremony of the Ring Category. Der dritte Platz und damit die Bronzemedaille geht an Arthur Afetigian aus Armenien. Third place, winner of the bronze medal, Arthur Afetigian from Armenia. Der zweite Platz und damit die Silbermedaille geht an Armenia's Mahdi Arthur Ahmad Davutian Kohani taking aus bronze. dem Iran. Mahdi Ahmad Kohani. Second place qualifier had a huge chance in the final. Mahdi Ahmad Kohani from Iran. Und der erste Huge Platz. for him Und to win damit die that silver. Goldmedaille When you geht look at what an the field looked like in that Petronias aus Griechenland. rings final. It's Eleftherios Petronias of Greece who takes the gold medal. The Lord of the Rings claims yet another bronze. Und
die Goldmedaille wird überreicht vom Präsidenten des technischen Three-time world Komitees der champion, Männer in der six-time FIG, European champion, Arthur Mikiewicz, reigning European champion, President of the Technical Committee bronze of Men medalist at the in Tokyo Olympics, FIG, gold medalist Arthur at the Rio Mikiewicz Olympics, presents and the also gold a medal. champion in Cottbus. Die Silbermedaille wird überreicht vom Generalsekretär des Deutschen Turnerbundes, Kalle Zinkern. The silver medal is presented by the General Secretary of the Deutsche Turnerbund, Kalle Zinkern. Und die Bronzemedaille wird überreicht von unserem Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt. The bronze medal presented by Turnier Director Mirko Wohlfahrt. Und ich bitte Sie nun, sich zu erheben für die Hymne. Vielen Dank und macht nochmal ein Gruppenfoto. Die Herren der Ringe, wie wir so schön sagen, hier beim Turnier der Meister. Eleftherios Petunias, Mahdi Ahmad Kohani und Arthur Abitishian. Well, of course, we had high hopes for an incredibly exciting day of competition on day one in Cottbus, and we were certainly rewarded. Barren und Reck und bei den Damen an den Balken und an den Boden. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, And of Sie course, there is hatten still heute viel plenty Spaß. more to look forward to on day two in the Lausitz Arena, An alle Helfenden, an where we alle will see Wertungs- und more Kampfrichter, big names, an, more world die and Trainerinnen Olympic und champions in Trainer, an die action, Technik and of natürlich, course an den more Turnierdirektor youngsters Mirko, to hast watch du wieder out gut for, the ones who will be contending Dank deiner those zahlreichen big Helferinnen titles und in the Helfer. future. Ich danke Of course, natürlich nearly auch der 200 Technik für den gymnasts guten Ton from und 50 meinen different Co-Moderatoren. countries are in action over this Ronny weekend, so Ziesmer und still Kim Bui. so Vielen much Dank, more to wir sehen look uns forward morgen. to on day two in Cottbus. I'm sure it will live up to the excitement and the spectacle we've already seen on day one. We were right till we weren't. Built a home and watched it. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking, and you shall be a free man. PlayStation. Discover a world of Korean entertainment with SBS On Demand, offering a wide range of news, docos, movies and more in Korean or with the Korean subtitles. There is a whole world streaming now for free on SBS On Demand. Well, it's been an absolute pleasure to have your company in Cottbus. Many thanks for joining us from wherever you may be watching in the world. And I hope that you'll be joining us again tomorrow for day two, because we have 5 more medal events, 5 more finals to contend.